Johoho, da geht es los. Jawohl. So. Funktioniert alles? Klappt alles? Bin ich auf live? Jawohl. Hallo und damit wieder herzlich willkommen zu meinem kleinen Stream heute an diesem fantastischen Donnerstag. Jawohl, ja. So. Verzögerung ist auch weg. Und hallo, nichts eingefallen. Wunderschönen Donnerstag. Ich hoffe, es geht dir gut. Bist bereit, Abenteuer zu erleben in World of Warships? Ja. Redestream wird es bestimmt wieder. Schauen wir mal. Ich habe tatsächlich den Stream schon eingeschaltet und man hat als erstes schon erkannt, ähm, sie verlegen den Stream nach hinten. Klassischerweise ist ja der Donnerstag ähm, für deutsche Community ungefähr 15 bis 16 Uhr. Manchmal verschieben sie es halt, um dann später halt auf Englisch zu wechseln. Das wurde im Laufe des Nachmittages verschoben auf 18 Uhr. Dann bin ich mal gespannt. Das wird Gründe haben, ne? Und man muss halt ganz klar sagen, das ist ja das erste Mal, dass sie halt jetzt einen EU-Stream haben, der jetzt nicht eventbasiert ist, wie am Wochenende. Ähm, Wo dann tatsächlich viel von ihnen erwartet wird, von Wargaming, von der Community aus. Ne, nach dem etwas dürren Statement, das sie am Dienstag gepostet haben, wo nicht ein Wort der Entschuldigung gefallen ist von irgendwas, wo die Hälfte der Wörter darauf verwendet wird, ähm, zu verteidigen, dass sie Lootboxen und die Missouri und die Huron in dieser ähm, Art und Weise ins Spiel bringen. Es ist halt nicht ein einziges Wort der Entschuldigung gefallen gegenüber den betroffenen CCs. Sie bedauern als einziges, dass die Community-Contributoren sauer sind auf World of Warships oder mit Wargaming an sich. Und dass sie halt Wargaming damit quasi den Rücken kehren. Das ist das Einzige, was sie bedauern, was sie in diesem Text geschrieben haben. Da geht es nicht darum, um die Situation, dass das in einer Form bedauert wird, sondern sie bedauern, dass die Community-Contributoren sauer sind auf Wargaming. Das sagt ja schon einiges aus. Es sagt echt viel aus, muss man sagen. Ich wurde aber angedeutet, dass sie tatsächlich noch mehr Statements bringen wollen. Der Druck ist natürlich jetzt sehr hoch. Hey Ford, vielen Dank für den Sub. 7 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank. Kann man nie wieder nicht sich oft genug bedanken für sowas. Für die Unterstützung. Hey, hey. Na, und wenn du es nicht mitgekriegt hast, ne, ich habe ja jetzt letzten Tage durchaus einige Mal und oft darüber geredet, halt über Wargaming und diese ganze Situation gerade mit ihren Community-Contributoren. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben 70, Pi mal Daumen, Community-Contributoren und 23, 24 davon sind jetzt mit einem Schlag gegangen übers Wochenende. Das ist halt ein echt signifikanter Teil. Und man muss sich halt fragen, warum passiert sowas? Ja, und es gibt jetzt tatsächlich heute wieder Jingles, hat halt mal analysiert, was jetzt passiert ist. Das Video sollte man sich mal angucken. Ist halt leider auf Englisch, weil Jingles ist halt natürlich nur ein großbritannischer Mitbürger, der halt Englisch spricht. Der spricht halt kein Deutsch. Aber er bleibt halt relativ einfach. Ja, an zu guten Arbeitsbedingungen und Gehalt. Ja, Gehalt kriegen die ja nicht. Ne? Es ist halt, sag ich mal, eine sehr fruchtbare Beziehung für beide Seiten. Ähm,
als Community-Contributor kriegst du natürlich Aufmerksamkeit dadurch, dass du Community-Contributor bist. Du kriegst was zu Events eingeladen. Du kriegst halt Dublonen, mit denen du im Spiel was kaufen kannst. Du kriegst Zugang zu Schiffen und neuen Sachen, bevor sie überhaupt live gehen, dass du sie testen kannst, sondern quasi, wenn sie live gehen, dass du halt darüber reden kannst, etc. Du kriegst Goodies, die du in die Bevölkerung schmeißen kannst, in deine Zuschauer. Also, sie kriegen schon was. Auf der anderen Seite ist natürlich da, das Community-Programm ist natürlich dafür da gewesen, ähm, dass die Community-Kontributoren die Stimme der Spieler gegenüber Wargaming sind. Ne, dass sie Feedback einbringen. Am Anfang natürlich hat Wargaming unheimlich davon profitiert, dass diese Community-Kontributoren eine Reichweite an Zuschauern haben, die dann neue Spieler ins Spiel bringen, die Leute für das Spiel begeistern und natürlich dann halt auch entsprechend ähm, Geld generieren. Aber das hat sich halt im Laufe der Zeit gewandelt, ne? Dieses Feedback, das sind halt mehrere Punkte. Das Feedback wird total ignoriert von Wargaming, von das Feedback der Community-Kontributoren. Wird null drauf eingegangen. Der zweite große Punkt war die Monetarisierung. Lootboxen, 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 immer noch Lootboxen. Und das dritte, dieses absolut toxische Verhalten, das tatsächlich einige der Kontributoren schon, ich will nicht sagen psychische Probleme, aber es sorgt halt nicht unbedingt für gute Stimmung. Und im Endeffekt ist es halt eine psychische Beeinträchtigung. Ne, wenn du halt sagst, okay, ja, der Stress und so, ne. Das sind halt Sachen, die kriegst du halt nicht mit als normalsterblicher Spieler. Und irgendwann hat es halt denen gereicht. Und der Anstoß war halt diese Geschichte mit Little White Mouse. Ähm, am Donnerstag letzte Woche. Und also genau vor einer Woche. Und das hat dann quasi das Fass zum Überlaufen gebracht. Und ja, dann ist halt von etwas über 70 Community-Contributoren sind etwas über 20 jetzt übers Wochenende halt gegangen. Und zwar nicht still und heimlich, wie Wargaming das hätte, sondern mit entsprechenden öffentlichen Mitteilungen, ne, mit einem Knall. Ähm, was halt krass ist, muss man halt einfach ganz klar sagen. Ja, und Jingles hat das heute nochmal kurz rekapituliert, was da alles gelaufen ist. Wargaming hat ja am Wochenende jetzt nichts dazu gesagt. Am Montag haben sie halt gesagt, okay, wir brauchen noch einen Tag, um eine Antwort zu formulieren. Dann haben sie so einen dürren Zehnzeiler dahingeschmissen, wo er quasi die Hälfte quasi sich selbst beweihräuchern, die Hälfte der Zeilen, dass sie das so machen, wie sie das wollen und vorhaben. Und die andere Hälfte sagen sie, jo, das ist, wir bedauern, dass ihr ärgerlich über uns seid. Boah. Und das war's. Ja, und dann zwischen den Zeilen kam man irgendwann noch, ne, das ist halt über die ganzen Foren und Reddit und so verteilt, dass sie sich halt eventuell noch zum größeren Statement hinreißen lassen. Das natürlich dann, muss das jetzt intern besprochen werden. Und es deutet halt alles darauf hin, dass es jetzt heute im EU-Stream eine entsprechende Mitteilung gibt. Deswegen darf man gespannt sein, was da jetzt passiert. Und man muss ja sonst sagen, die deutsche Community ist ja da auch, wir sind Teil der Community. Wir sind jetzt nicht unbedingt eine kleine Community, aber wir sind eine kaufstarke Community. Das heißt, auch unser Verhalten kann beeinflussen, im Endeffekt, was jetzt mit Wargaming passiert. Wir können halt Druck aufbauen. Wir sind ja nicht irgendwelche Lappels, die halt da mit rumrennen. Und vor allem das Thema Lootboxen stößt halt unglaublich sauer auf im Moment. Weil halt wirklich alles hinter Lootboxen versteckt ist. Na, du kannst halt hier, wenn ich jetzt hier in die Waffenkammer gehe, ganz simple Geschichte, wenn er mal geladen hat, kann ich das zeigen. Ja, U-Boote zur Miete. Na, du kriegst die U-Boote zur Miete. Gehen wir mal rein. Ja, du kannst. Es sind Zufallspaketen. Lootboxen. Die kosten nichts. Möchte ich jetzt von dann sagen. Die kosten nichts. Was eigentlich noch viel schlimmer ist, als wenn diese Boxen was kosten würden.
Denn damit tust du Spieler anfüttern. Das ist quasi das erste, was auch immer, das erste Päckchen ist kostenlos. Ja? Damit tust du halt Leute anfüttern. Die tust sie gewöhnen an Lootboxen. Dass sie das halt als Gang und Gäbe ansehen. Hol mal so ab, ne? Du kannst halt nicht entscheiden, willst du jetzt das U-Boot testen, willst du es nicht testen. Du musst halt warten, bis halt da deine Lootbox das halt drin ist. Das ist Anfüttern. Ganz schlimm, simple Geschichte. Und die U-Boote sollen halt im Spiel sein zum Testen. Aber du kannst nichts testen, weil du das U-Boot nicht gezielt testen kannst, weil du warten musst, bis du das aus dem Lootbox gezogen hast. Und wenn du es aus dem Lootbox gezogen hast, dann ist es 3 Tage lang da. Und dann wird es wieder entfernt. Bam. Warum auch immer. So. Lootbox. Ne? Geschenke aus den Niederlanden. Hier hast du Geschenke, Lootboxen. Gif, gif, gif. Sommerverkauf. Lootboxen. Und erspielen kannst du dir die 300 Marken oder so für, ja doch 300 haben sie gekostet für den ersten Container, Reisen in die Ferne. Alle anderen, diese Sommermarken, musst du dir kaufen. Und zwar sind die halt, wenn du hier Dublonen kaufst, im Premium-Shop auf der Webseite, gibt es halt verschiedene Pakete und das sind halt Sommermarken drin. Und zwar 10% der Dublonen, die du kaufst, sind halt quasi nochmal als Sommermarken drin. Man muss halt dazu sagen, du brauchst halt hier Tausende von Marken. Ne? 3000, 2800, 2600, 900. Ne? Also das letzte ist halt ganz, ganz billig gemacht worden. 95% Nachlass. 1600, 1450. Alleine um diese Sache hier kaufen zu können, diesen Supercontainer, wo ein Schiff drin sein kann. Die Betonung ist kann, nicht muss. Ja? Enthält ein Element aus der Folgenliste, irgendeins davon. Ein Premium-Schiff oder 50 Tarnungen oder Spezialsignale oder 100 Signale davon oder Dublonen davon oder Premium-Spielzeit, Free XP, Stahl, Kohle. Dafür müsstest du dir ein Paket kaufen, wo mindestens 4500 Dublonen drin sind. Das sind, ich glaube, 20 Euro, Pi mal Daumen. Für ein so ein Ding, in dem du die Chance hast, ein Schiff zu kriegen. Diese Lootboxen sind massivst überteuert. Kann jedem nur abraten. Aber wenn ihr Geld da rein investieren wollt, und das wollt und das verschlüsseln wollt, hey, macht das. Sollte es für möglich keinen erzählen, weil die Stimmung ist im Moment echt aufgeladen. Aber ja, ich kann euch nur davon abraten, diese Lootboxen zu kaufen. Das ist halt echt Abzocke. Und das geht halt weiter, ne? Das ist halt nächstes Ding. Niederländische Kreuzer. Ja, niederländische Marken kannst du dir nicht erspielen, beziehungsweise nur bis zu einer bestimmten Sache. Danach musst du diese kaufen. Ich meine, kannst du jetzt nicht mehr, weil einfach der Patch halt das jetzt schon gemacht hat. Ne? Bis zum Ende von 10.7. Obwohl, hier kannst du hast da zwei, hier kannst du kaufen, genau, ist noch drin. Du hast 72 Pakete, in denen du sie kaufen kannst. Zufallspakete kosten, sprich Lootboxen, kosten 1000 Dublonen. Das sind ganze 10 Marken drin. Ganze 10 Marken. Du brauchst 130 für die Harlem. Das ist ein Forschungsschiff, ne? Das ist jetzt nicht, dass da jetzt irgendwelche Spezialschiffe sind, die du sonst nicht kriegst. Das ist einfach ein Vorabzugang zu Schiffen, die mit dem nächsten Patch ganz normal erforschbar sind, indem du halt den Forschungsbaum halt durchgehst. Das Einzige, was halt da zusätzlich halt wirklich interessant ist, ist halt die Permanenttarnung. Hey Sandfall, wunderschönen Tag wünsche ich dir.
Sich an wie Minecraft-Server, Kohle machen auf Teufel komm raus, außer dass sie noch jammern, wenn du keinen Rang für 100 Euro und regelmäßig Lootboxen dann super teuren Minecraft-Server nicht bezahlen. Ja, ja, so ungefähr sieht das aus, ne? Und wenn du sagst, du kriegst halt hier, wie gesagt, 10 Marken. Okay, da kann auch die Johann de Witt drin sein. Da können auch 80 Marken einmalig drin sein. Also du kriegst halt schon was. Aber du musst halt bedenken, jedes dieser Teile kostet 1000 Dublonen. Das sind, wenn mich nicht alles täuscht, etwa 5 Euro. Na, ich gehe mal kurz, nicht, dass ich hier irgendwelchen Blödsinn erzähle, ich gehe kurz auf die Webseite. So, Dublonen, Dublonskis. Lad schneller. So, 1000 Dublonen sind, das Paket mit 1250 Dublonen kostet 4,05 Euro. Ja, sind 4 Euro knapp. Jede dieser Lootboxen ist 4 Euro und du weißt nicht, in welcher dieser 72 Boxen halt tatsächlich der niederländische Kreuzer halt drin ist. Ja, 4 Euro. Und wenn du halt Pech hast, ist er halt im 72. Ding drinne. Wir rechnen mal auch kurz aus. 72 mal 4 Euro sind Pi mal Daumen 280. 288 Euro. Im schlimmsten Fall 288. Genau, ist auch ein Fall. Das ist halt Geldschneiderei der übelsten Sorte, wenn man das halt nimmt. Von der Sache, die du halt kostenlos kriegst. Ne? Johann de Witt. Gehen wir rein. Niederländer. Johann de Witt. Ne? Da ist halt noch ein Log drauf. Und die sind auch noch als Premium gekennzeichnet, weil sie halt noch nicht im Spiel sind. Das ist der Vorabzugang. Und ich bin halt bis zur Eintracht, kannst du halt tatsächlich dir das erspielen, ganz normal. Da musst du nichts kaufen. Aber die anderen kannst du dir halt kaufen über die Lootboxen. Und was halt echt krass ist. Ja, dann lieber WoW, dann musst du 13 Euro im Monat abdrücken und das ist ehrlich. Genau. Ne, ich meine, die 13 Euro, nicht, das hat sich ja nicht verändert im Laufe der von, keine Ahnung, mehr als 17 Jahren jetzt mittlerweile. Da kannst du den ganzen Tag zocken oder so. Und wenn halt neue Sachen sind, dann erspielst du dir halt. Ne? Halt Achievements oder Raids oder so. Es ist ja nicht so, dass du so Spielzeit hier auch nicht hast. Ne? Du hast ja hier ein Premium-Konto, steht ja hier groß und breit. Das ist ja schon Premium-Spielzeit. Das ist im Endeffekt auch deine 12 Euro pro Monat, die du halt in Premium-Spielzeit investierst, die du auch mehr oder weniger haben musst. Ne? Das ist keine Pflicht, aber ohne wirst du ab Tier 8 ist einfach der Ofen aus. Bis dahin kannst du es noch und das wird halt ab Tier 4, Tier 5 oder so echt grindy dann schon. Aber Tier 8 ist einfach der Ofen aus, weil du halt einfach nicht mehr genug XP oder Credit-Punkte verdienst, um halt noch auf einen nennenswerten Zweig zu kommen. Ne? Da bist du halt nur noch Premium-Schiffe fahren, damit du halt genügend Credits halt kriegst, weil du machst halt ab Tier 8 machst du halt dann nur noch Verluste mit normalen Schiffen, mit Forschungsschiffen. Und das steigert sich dann auch. Ne? Du willst ja dann irgendwann Tier 9, Tier 10 werden, aber die Reparaturkosten sind für Tier 9 und Tier 10 dann so hoch, dass du halt regelmäßig mit Minus rausgehst. Ne? Du hast halt echt zu tun, sogar mit Premium-Spielzeit auf einen Tier 10er mit Plus rauszugehen. Kann dir passieren. Wenn du halt eine schlechte Runde hast, gehst du da mit Minus raus. Und das ist bei World of Tanks halt genau dasselbe. Da ist es halt noch nicht so schlimm mit den Lootboxen. Und genauso gut jetzt mit der Einführung der Missouri. Da gab es ja auch jetzt den riesen Tratsch, ne? Das ist ja einer der Gründe, warum Little White Mouse jetzt auch weg ist.
Ohne alle anderen. Das musste ich natürlich Amerikaner mal haben irgendwo. Da. Ne, jetzt mal jetzt nicht abgesehen davon, dass sie halt die Leute, ich will nicht sagen beschissen haben mit den, mit der Credit-Veränderung. Das kann man adressieren. Das haben sie aber auch erst gemacht, nachdem halt der Aufschrei war. Aber wie sie halt diese Missouri wieder einführen. Du kannst nicht einfach hingehen und kannst dieses Schiff jetzt neu kaufen. Sondern es gibt dafür spezielle Lootboxen. Ich weiß gar nicht, ob die mit dem nächsten Patch kommen, ob die jetzt schon drin sind, weil da habe ich mich halt nicht schlau gemacht. Weil ich habe ja die Missouri, schon die alte. Du hast da Lootboxen. Und du musst die Lootboxen kaufen, die natürlich auch wieder überteuert sind, bis du die Missouri hast. Das heißt, du kannst nicht festlegen, wie viel Geld du da rein investierst in die Lootboxen, damit du ganz sicher eine Missouri hast. Gab es einen Aufschrei, ne? Wegen diesem Lootbox-Geschichte in der Community. Haben sie adressiert. Sie haben sich jetzt eine zweite Möglichkeit überlegt, wie man die Missouri bekommt. Und zwar werden sie jetzt einen Schlachtzug implementieren. Den haben sie tatsächlich bereits schon vorbereitet. Der war in Entwicklung, weil das ein Schlachtzug ist, der soll weil jetzt Wargaming, ich glaube, 6 Jahre Warships alt wird. Ne, ist ja Jubiläum. Haben sie den natürlich schon vorbereitet gehabt, aber der hat bestimmt nicht dazu gedient, die Missouri freizuschalten. Sie haben jetzt gesagt, wir spielen halt diesen Schlachtzug, der nicht über einen langen Zeitraum geht, sondern über einen ganz kurzen. Der fängt halt irgendwann, ich glaube, 25. August, sprich nächste Woche müsste der anfangen. Der besteht aus mehreren Etappen und alle 2 Tage wird eine Etappe freigeschaltet, sodass du die freispielen kannst. Das Ganze geht, keine Ahnung, 2 Wochen. Und wenn du dann den Schlachtzug durchgespielt hast, dann steht dir die Möglichkeit offen, die Missouri zu kaufen. Direkt. Das war ihre Aussage. Was dann rausgekommen ist, du musst dieses unglaublich zeitintensive Event halt spielen. Ne, ist halt relativ kurzer Zeitraum, 2 Wochen, für so einen Schlachtzug durchzubrechen. Es wurde gesagt, du brauchst ungefähr 60 Kämpfe, du kannst ja im Koop machen, bla bla, überall, was auch immer. Aber du brauchst halt ungefähr 60 Spiele, um das komplett zu durchspielen. Dann kam mal die Frage, was ist denn der Schnitt, den ihr jetzt hier ansetzt, dann quasi? Wer braucht jetzt hier 60 Spiele? Ist das ein Unikum-Spieler? Ist das halt so ein Durchschnittsspieler? Ist das halt so ein Dödel mit 500 Prestigewertung? Gab keine Auskunft darüber. Sie haben nur gesagt, ja, als Durchschnittsspieler, in unserem Durchschnitt kommen ungefähr 60 Spiele. Ist schon mal so eine echt schwammige Aussage. Dann ist rausgekommen, du kannst dir die Missouri nicht direkt kaufen. Gibt keine Option, die irgendwo freigeschaltet wird auf der Webseite oder im Spiel, wo du die Missouri direkt kaufen kannst. Sondern, wenn du den Schlachtzug fertig hast, es ist so lächerlich, ich muss halt schon lachen, wenn ich es nur erzählen muss. Wenn du den Schlachtzug fertig hast, bist du berechtigt, die Missouri zu kaufen. Du kannst es aber nicht. Sondern, du musst ein Ticket eröffnen an den Kundendienst von Wargaming, musst denen schreiben, dass du die Missouri haben möchtest. Du musst auf deinem Account vorher die entsprechende Summe an Dublonen haben. Also man weiß nicht genau, wie halt im Endeffekt der Kundendienst das regeln wird. Aber im Endeffekt wird es halt auf entweder 2 Arten laufen. Entweder hast du auf dem Account die Menge an Dublonen. Der Kundendienst guckt halt nach. Entweder hast du sie halt nicht. Wenn du sie hast, dann fangen sie an. Und wenn du sie nicht hast, sagen sie, ja, komm wieder, wenn du es hast, wenn du es aufgeladen hast. Dann wird der Kundendienst die Dublonen von deinem Account abziehen und dir die Missouri zuweisen direkt im Spiel. Ne, die werden es halt dann freischalten für deinen Account. Oder sie werden dir einen Link zuschicken, wo du dann die Missouri direkt kaufen kannst.
Was sie jetzt genau machen, da haben sie sich jetzt nicht so zu festlegen lassen. Aber das sind halt im Endeffekt die zwei Optionen, die es halt gibt. Ähm, Müssen wir ein bisschen warten, bis das halt mal live kommt. Was sie gesagt haben, ist, die Missouri wird tatsächlich auch denselben Preis haben wie andere Tier 9 Schiffe. Andere Tier 9 Schiffe, Premium-Schiffe, bezahlst du 19.400 Dublonskis. Das sind 60, 62 Euro für ein Schiff, das keine wirklichen Vorteile mehr hat. Ne, es hat halt noch, gut, es hat halt ein Radar. Ne? Okay, ist halt ein Schlachtschiff, das Radar hat, ist selten, aber okay. Es hat halt einen imaginären Wert, weil es halt ein historisches Schiff ist. Ähm, aber ansonsten hast du halt nichts. Es ist ein amerikanischer Schlachtschiff. Wow. Ist halt relativ gut gepanzert. Ja, du bist halt aber leider sehr anfällig hier durch die dicke Frontpartie. Da kriegst du richtig viel Schaden rein, wenn du halt nicht winkelst. Ähm, von daher, das Einzige, was halt da für das Ding spricht, ist halt im Endeffekt das Radar. Aber das kannst du halt zu selten einsetzen. Na, weil der Credit, dieser unglaublich gute Credit-Booster, den du halt dadurch bekommst, den gibt's halt einfach nicht mehr. Die neuen Spieler, die neuen Missouri jetzt neu kaufen quasi, die sie vorher nicht hatten, die haben diesen speziellen Auftrag nicht mehr, den sie schon auf 20% erhöht haben, statt 17, um halt für alte Spieler den Boost halt noch zu haben, für neue Spieler, die werden den halt nicht mehr haben. Ähm, tja, das heißt, der Kaufanreiz fällt halt weg, ne? Du musst dich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Du kannst das entweder Booster machen über eine ungeahnte, also über Lootboxen, über eine ungeahnte Summe, oder du musst dich 2 Wochen hinsetzen, musst, ähm, musst da spielen. Und du musst diesen Abzug, diesen Schlachtzug innerhalb dieser Zeit abschließen. Ja, wenn der halt bloß 2 Wochen existiert, dann, wenn das 2 Wochen weg ist, kannst du nicht mehr abschließen, egal was du da vorher rein investiert hast. Das heißt, du kreierst halt diesen unglaublichen Druck auf deine Spieler. Ähm, Das ist halt nicht mehr feierlich. Ne? Und du musst diese 2 Wochen da investieren, nur um die Chance zu erhalten, die Missouri zu kaufen, was extra danach noch verkompliziert wird, weil du nicht einfach die kaufen kannst, sondern weil du dich halt noch mit dem Kundendienst auseinandersetzen musst. Und wir alle wissen, Kundendienst ist im Regelfall sehr überlaufen. Die brauchen durchaus einige Stunden bis Tage, je nachdem, wie halt gerade der Influx an Tickets halt ist, bis sie halt antworten. Und wer weiß, was dann noch für Haken und Ösen da drin sind. Ne? Also, und die Leute, das war halt jetzt ihre Erklärung, die sie halt jetzt so rausgehauen haben in ihrem Dev-Blog am Dienstag. Ähm, ja, und deswegen wird halt mit Spannung halt heute erwartet, ähm, was im EU-Stream gesagt wird. Jetzt mal klipp und klar. Ähm, Ich denke, da wird halt viel vorher von Legal geprüft werden. Die Fragen werden echt viele sein, weil die Stimmung in der Community ist halt echt mies im Moment. Durch diese Geschichte. Ähm, Es gibt sogar schon den Aufruf. Und ja, ich bin diesem Aufruf schon gefolgt. Wargaming zu melden. Bei PEGI in Europa. Ne, PEGI ist ja dafür da, die Spiele eine Altersbeschränkung zu geben. Ähm, Aufgrund, was diese Spiele halt darstellen, wie das halt ist. Monetarisierung etc. spielt alles eine Rolle. Und ihnen all das Empfehlungen zu geben. In Europa hat World of Warships eine PEGI-Wertung von 7 Jahren. Das heißt, das Spiel darf von Spielern ab 7 Jahren, und das sind halt Kinder, ab 7 Jahren gespielt werden. Und alles, was sie im Spiel sehen, sind halt Lootboxen. Kostenlose Lootboxen, niedrigstufige Lootboxen, dann versteckt immer hinter Dublonen. Ne? Du kannst Lootboxen nicht gegen Geld kaufen, sondern du musst immer erst die Dublonen kaufen gegen echtes Geld.
Ja, damit wird halt verschleiert, was halt so eine Sache halt eigentlich kostet, indem du halt eine imaginäre Zweitwährung einführst. Das ist legal, das ist nicht verboten. Aber es macht die Sache nicht besser. Ja, es ist halt moralisch fragwürdig tatsächlich. Ähm, und vor allem ist es moralisch fragwürdig, wenn das halt in einem Spiel gemacht wird, das ab 7 Jahre ist. Hey Scott, wunderschönen Tag wünsche ich dir. Und ja, und das ist halt ein Punkt, der halt auch von den CCs halt massivst kritisiert wird, wo halt Wargaming aber null zurücksteckt. Und deswegen gibt es jetzt tatsächlich die Initiative, ähm, dass sie halt, du kannst als Privatperson, kannst du halt hingehen und kannst dann hier dieser PG-Kommission, kannst du halt sagen, hier, du willst halt hier eine Auskunft haben oder eine Beschwerde wegen irgendwas. Musst das halt eingeben, dann auf der Webseite und damit generierst du halt ein Ticket für die, das sie beantworten müssen. Was jetzt da drin steht, das weiß ich nicht. Ich habe vorhin so eins ausgefüllt für PG. Die sagen dann, jo, hier, ihr Complaint wurde aufgenommen, wir werden demnächst in Kürze antworten oder so. Whatever. Und in US, also in Amerika, hat Warships ein Rating von T, das bedeutet Teen. Und Teen bedeutet in US Personen ab 13 Jahre. Ja, das sind halt auch Kinder, das sind Teenager. Ähm, auch für Personen ab 13 Jahre finde ich diese Lootbox-Geschichte sehr, sehr schlecht. Ich habe dann auch quasi bei US, das nennt sich ESRB, glaube ich. Frage mich jetzt nicht, wofür dieser Kürzel halt steht. ähm, habe ich halt auch eine Beschwerde eingereicht. Denn nur wenn wir als Konsumenten da Druck aufbauen auf die staatlichen Stellen, ähm, werden die das überprüfen und eventuell ändern. Und damit kann man Druck auf Wargaming aufbauen. Tatsächlich dieses Marketing-System zu überdenken. Und das ist eine Sache, die unterstütze ich halt tatsächlich. Ja, nicht, dass ich das Wargaming was Böses möchte, aber muss halt ganz klar sagen, ihre aggressive Monetarisierung über diese Lootboxen ist einfach in so einem Spiel ab 7 Jahre fehl am Platze. Und wie ist das, wenn das hochgeht, sagen wir mal 16, darf ich dann das noch spielen? Dann muss ich was wie einen Ausweis. Nein, du musst keinen Ausweis zeigen. Also es gibt kein Spiel, auch Spiele ab 18 Jahren, wo du einen Ausweis zeigen musst. Ähm, was dieses Rating halt beeinflusst, ist halt A, an was für Leute es verkauft werden darf. Ähm, und wenn halt, und B, was für Monetarisierung halt entsprechend da verkauft werden darf. Ne? Ähm, und gerade wenn halt dann das Rating, ob das jetzt FSK-Rating oder halt PG ist, spielt keine Rolle, oder ESRB, wenn das Rating nach oben geht, nimmst du Wargaming viele junge Spieler weg, die halt einfach viel zu leicht zu erfüllen sind, um diese Lootboxen zu kaufen. Ähm, es schreckt viele Leute ab, gerade Familien oder so, wenn so ein Rating nach oben geht und dann Kindern entsprechend halt der Zugang verwehrt wird. Das ist eine Sache, das müssen halt Eltern machen. Hey Sojek, wunderschönen Donnerstag. Aber es ist für eine Firma halt nie gut, gerade wenn man sich als familienfreundlich halt hinstellt. Ähm, ne, ein Spiel ab 7 Jahre ist familienfreundlich. Ne, hier fließt kein Blut, du kämpfst hier schön mit Schiffen, halt ein bisschen lustig, ne, mit den Kapitän, dass sie halt ein paar Worte sagen, so ein bisschen Strategie. Das ist halt durchaus familienfreundlicher Content. Es ist keine Gewalt drin, kein Sex, kein Blut. Das sind halt Sachen, was dir halt ein niedriges PEGI-Rating halt einbringt. Und wenn dann natürlich dann aufgrund deiner Monetarisierung dieses Rating entzogen und erhöht wird, ähm, ist es halt nie gut für eine Firma. Das ist halt Publicity. Und dann kann es halt durchaus sein, dass halt aufgrund der negativen Berichterstattung dann halt auch Werbepartner wegbrechen, ähm, weil Firmen natürlich jetzt halt bestrebt sind, zu sagen, ja, wir möchten ein familienfreundliches Unternehmen haben, mit dem wir da zusammenarbeiten als Werbeträger.
Und dann möchten wir das halt nicht mehr, weil, ich meine, Lootboxen an sich sind ja nicht verboten in den meisten Ländern. Ja, mit dem Zusatz in den meisten Ländern. Aber wir erinnern uns ja schon, tatsächlich ist halt in der Schweiz sind halt Gewinnspiele verboten. Ähm, in Niederlanden, glaube ich, sind Lootboxen komplett verboten. Du darfst da keine Lootboxen anbieten. Niederländer umgehen das jetzt ein bisschen mit VPN. Kann man das ja umgehen, ist jetzt nicht, nicht das so gewollt, aber der Gesetzgeber sagt halt, Lootboxen ist halt einfach ein System, um Spielsucht hervorzurufen. Und gerade in jüngeren Personen, die halt noch nicht so viel Lebenserfahrung haben, die dafür anfälliger sind, wird das sehr stark hervorgerufen. Da gibt es halt ganze Studienzweige dafür. Gibt es Studien um Studien um Studien. Es wird aber von der Spieleindustrie ignoriert, weil es einfach und bekämpft tatsächlich, muss man so sagen, weil Lootboxen ein massives System sind, was einfach Geld generiert. Das ist eines der effektivsten Systeme, um Geld zu generieren. Das ist unglaublich krass, wenn man sich halt mal diverse Studien mal durchliest oder wenn halt irgendeiner mal ähm, verdonnert wird, aufzudröseln, was er denn durch diese ähm, Lootboxen einnimmt. Oder wenn dem halt tatsächlich mal nachgegangen wird. Ja, weil staatliche Stellen können halt durchaus sagen, hört zu, ihr müsst das jetzt offenlegen. Und es ist ja nicht mal so, dass hier, gerade wenn wir auf der Missouri reden, dass veröffentlicht werden muss, zu wie viel Prozent eine Gewinnchance du hast auf den Hauptpreis. Das ist in Europa kein Gesetz, dass du das veröffentlichen musst. Es ist Gesetz ich glaube, China hat das tatsächlich als Gesetz veröffentlicht, dass wenn du halt so Lootbox-Systeme hast, dass du tatsächlich veröffentlichst, zu welcher Prozentchance was da drin zu enthalten sein muss. Damit zumindest die Konsumenten da ähm, informiert sind, wie gut deine Gewinnchance halt ist. Ne? Also, so sehr ich halt China in vielen, vielen Fällen ähm, kritisiere, da sind sie tatsächlich einen Schritt weiter als in Europa. Und das ist ein Schritt, wenn man Lootbox-Systeme hat für Spieler, ältere Spieler, ähm, dass man das auch tatsächlich halt offenlegen muss. Und zwar muss, nicht kann. Mir geht schon wieder. Muss man was trinken. Aber ja, gerade das Video von Jingles heute sollte man sich halt mal antun und einfach dann halt mal den Link zur PEGI benutzen. Da kommt man dann auf die PEGI-Webseite. Die kann man dann auch einstellen. Ähm, Diesbezüglich für Deutsch, Englisch, was auch immer für eine europäische Sprache du willst. Und dann kannst du halt da deine Beschwerde oder Frage halt da den geben. So. Ja, aber wie gesagt, deswegen ist halt, ich wollte halt nur erklären, deswegen ist halt im Moment die Stimmung halt gerade ein bisschen am Kochen. Und deswegen warten ja alle darauf, dass jetzt der EU-Stream anfängt. Und das war jetzt so die kurze Erklärung, die ultimativ kurze Zusammenfassung. Und das hat schon über eine halbe Stunde gedauert. Ah, ja, neues Event. Okay, wöchentliche Kampfaufträge. Aber ich will euch damit nicht so sehr langweilen oder so, weil manche von euch interessiert das ja eh nicht. Ähm, aber manche sind halt sehr emotional bei Wargaming mit drin, dass es mal interessieren muss. Ach, aber Gamescom ist erst nächste Woche, ne? Ist nicht diese Woche. Oder? Wann ist denn Gamescom? Äh, am 24. Ah, schlau, schlau, schlau.
Äh, werden die Livestream rein digitale Gamescom, das wissen wir, auf 3 Tage konzentriert. Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Ja, die Eröffnungsshow vom Dienstag auf den Mittwoch. Das heißt, Mittwoch geht's los. Am 25., sprich nächste Woche. Und ja, nächste Woche, das sage ich jetzt schon, werden die Streams ein bisschen anders werden. Denn ich werde mir die Gamescom geben. Definitiv. Und ich habe auf der Gamescom-Seite schon nachgeguckt. Man darf sie restreamen. Das heißt, ich kann mir jetzt irgendeinen Stream schnappen, kann mir den angucken und kann den Stream und mein Gesicht dann zeigen und kann halt Kommentare und das mit euch erleben, wenn ihr dann wollt. Und da können wir uns halt dann gleichzeitig auch ein bisschen drüber unterhalten. Das finde ich halt sehr gut, sehr schön, dass das nicht Wargaming, das Gamescom das halt so offeriert. Kann man mit leben. Die Zeven Provincieen. Also das Schiff an sich ist schlecht. Ne, ist halt nur, um es zu haben als Sammler oder so, soll es nicht drauf spekulieren, dass das Schiff gut ist. Ne, eventuell für Kapitäne trainieren, wenn du Kapitäne trainieren möchtest. Aber ich glaube, für die Niederländer hast du die Groning, die ist wesentlich besser, um Kapitäne zu trainieren. Und da sollte man lieber die 1 Million Freaks-P da reinstecken, als da die 7 Provinzien sich holen. Wie gesagt, das ist halt nur, weil du musst ja Dublonen dafür bezahlen, du musst ja 3 Dinger kaufen. Und das solltest du tatsächlich nur machen, wenn du das Schiff unbedingt sammeln möchtest. Nichts anderes. Okay. Tagesaufträge, was war das? Das waren wir die 5000, das waren wir die 2500, jawohl. Alter, jetzt wird hier langsam voll wieder. So, Werft. Sind wir eigentlich fast durch. Ich muss am Wochenende definitiv was machen. Und Testserver hat ja heute wieder angefangen. Das heißt, Testserver der Fälle auch ankommen. Heute weiß ich das nicht, weil vermutlich wird es wieder CW geben. Na, Clan Wars. Da waren sich aber die Leute noch nicht einig, wann sie fahren oder ob sie genug andere Spieler haben, dass sie mich jetzt nicht brauchen würden oder so. Lass mich kurz gucken. Okay. So. Was ist das eigentlich? Niederländische Kreuzer. Teil 2. Ach, das ist neu zum Beispiel. Ja, verdiene 2000 Creditpunkte. Früher hätte ich gesagt, ja. Easy. Mittlerweile nicht mehr. Okay, potenziellen Schadenlos natürlich. Ah, das Wochenende wird echt anstrengend. Ne? Hier ist der ominöse Auftrag für die Missouri. Ne, man sieht, ich habe gestern auch die Clan-Gefechte gemacht. Gestern schön Brieseliga gespielt. 3, 6, 7 Gefechte gewonnen von 11. Was ein echt super Ergebnis war. Dafür, dass wir alle null Ahnung hatten von Clan Wars. Und 7 von 11 zu gewinnen ist halt schon mal ganz ordentlich. Oh, hier sind wir auch durch. Das heißt, man sieht das hier. 7. Man kriegt halt ein bisschen Free XP. Ich weiß halt nicht, warum das nicht geht. Ne, es hat Clan-Gefecht, aber ich glaube, da brauche ich meinen eigenen Clan dafür. Ich krieg halt hier so ein bisschen Stahl, was ganz okay ist. Ich habe jetzt schon 400 Stahl gestern verdient. Mal schauen. Und was das? Verdiene Basis-EP. Ein Auftrag. Okay. Das ist ja easy. Aber gewertetes Gefecht. Trotzdem easy. Geschenkcontainer. Oh, Sprint hat angefangen. Auch schon wieder. Heute. Alter, heute geht's richtig ab. Weiß gar nicht, was man zuerst machen soll. Das Problem ist, der erste Sprint geht nur eine Woche, ne? Sprint 1 dauert noch 6 Tage, ja. Das heißt, wenn, müsstest du halt dich in 6 Tagen da durchquälen, um halt Silberliga zu gehen. Ich weiß halt nicht, ob ich nochmal Silberliga machen will, weil die Neuner waren durchaus nervig.
Ähm, aber das machen wir dann später, weil jetzt konzentriere ich mich, wie Zoroschek schon das auch wollte, mehr auf Schiffe versenken. Die Frage ist, auf was zuerst? Okay, das sind 20. Das kommt von alleine. Okay, müssen wir mal über Eroberungen machen, ne? Okay. Obwohl, die werden von alleine gehen. Und ich werde hier... Ich brauche 6. Das wären... Das heißt, ich brauche einen von denen noch. Okay. Zerstört oder Treffer an Zitadelle. Okay. Ja, dann fahren wir Schlachtschiffe, ne? Zacker. Zerstört oder Treffer an Zitadelle. Weiß man wieder nicht, was man braucht. Gut, es wird. Ich mache erstmal Koop-Sachen. Was fährt man am besten? Ja, klingt nach einem Plan. Aber ich nehme mal die Sachen runter. Tschack. Heute so ein kleines bisschen Entspannung am Anfang. Weil gestern war halt schon stressig, ne? 3 Stunden CW. War halt schon echt krass zum Schluss. Man merkt es halt nicht, aber wenn man halt dann mal fertig ist und nach dem Stream, wo ich dann ausgemacht habe, war halt tatsächlich dann so, boah, jetzt bist du weil er so einen dicken Kopf halt. Ja, für den Lulz-Faktor. Ne, einmal, um zu gucken, wie ist es halt. Und zweitens halt Stahl. Du kriegst halt schon Stahl, so ist das nicht. Ne, für 3 gewonnene Gefechte kriegst du 200 Stahl. Das ist schon im Endeffekt wie ein Ranking halt im Endeffekt. Ja, auch da kriegst du halt für 3 gewonnene Fechte, kriegst du halt dein Stahl. Und wenn man da die Möglichkeit hat, warum soll man es nicht machen? Ja, ist halt trotzdem durchaus stressig, darf man halt nicht von der Hand weisen. Aber warum nicht mitnehmen? Stahl ist Stahl. Super, eigentlich. Wir haben uns gut geschlagen. Wir haben gestern 11 Spiele gemacht. 7 haben wir davon gewonnen, tatsächlich. Die letzte Stunde war dann halt nicht ganz so prickelnd. Wir haben in den letzten 4 Spielen haben wir 3 verloren. So halt quasi zwischen 9 und 10 Uhr abends. Das lag aber daran, dass wir halt dann nicht mehr frisch sind. Plus, dass du halt dann quasi an diese Schwelle kommst, wo der nächste Sprung in die nächsthöhere Liga ist. Und dann du halt quasi über dem Ranking halt diese Qualifikationsmatches dann gegen Spieler spielst, die halt schon in der höheren Liga sind teilweise. Die dann natürlich auch die Erfahrung mitbringen, die Taktik mitbringen, etc. Und dann merkst du halt dann schon, okay, das sind halt so Sachen, da musst du halt noch ein bisschen dran arbeiten, aber das ist ganz normal. Das ist jetzt nichts, was ich irgendwie schlimm erachten würde, sondern das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Aber im Großen und Ganzen war das echt super. Wir haben uns echt gut geschlagen, muss man den Jungs von, oh Gott, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, die Nullstellen oder so. Es tut mir leid, falls ich den Clan-Namen wieder verballhorne. Ist N0N. Ne, die haben sich da gut geschlagen. Das war ja auch ihr erstes Mal, die sind alle aufgeregt, ne? Das ist ganz völlig normal. Und natürlich unter Kerrigans Führung, kennt ihr ja alle, hier, unsere allseits beliebte Kerrigan, hat mit teilgenommen, hat dann quasi auch Taktik angesagt. Und schon haben wir eine Zitadelle. Jawohl. Sodass wir auch eine relativ gute Führung hatten fürs erste Mal. Es waren durchaus verzwickte Kämpfe dabei.
wo wir auch taktisch wirklich besser waren als... Ah, da ist wieder die U-Boote dabei. Ich krieg ein so viel. Wo wir taktisch einfach auch überlegen waren. Was halt besonders schön war. Weil das halt relativ schwierig ist, mit Taktiken halt im Gegner überlegen zu sein. Na, wenn du halt von nichts Ahnung hast. Na. Was halt ein bisschen schwierig ist, ist, dass tatsächlich, wie soll ich sagen, in Clan Wars hast du die Möglichkeit, 2 Flugzeugträger mitzunehmen. Und ja, das wird sehr oft passieren. YOLO-Taktik haben wir auch einmal gemacht. Das hat sogar funktioniert, war zum Schluss ein bisschen knapp, aber haben wir dann souverän gelöst. Wir sind auch selbst gejolot worden, definitiv. Aber das ist halt so, du hast halt bloß 7 Schiffe, ne? Du musst halt bedenken, ja, weiß nicht, erstmal eine Zieder schießen, hoffe ich. Natürlich nicht. Du hast halt nur 7 Spieler und wenn du halt 2 auf die andere Seite der Karte schickst, die halt da den Cape übernehmen sollen, was halt Standardtaktik ist, dann fehlen dir die halt, wenn du halt einen 7 gegen 5 Klatschern hast. Ne? Und du musst aber bedenken, du hast halt immer einen Flugzeugträger, Minimum einen dabei, meistens sogar 2. Ja, wird nix mit. Dann kriegt man den noch hin. Wird er weggetoppt? Der wird weggetoppt. Du kannst halt nicht getarnt fahren oder so, ne? Tarnung ist völlig für den Arsch. Im Endeffekt. Du hast halt immer zu Flugzeuge um dich rum. Feueralarm! Na, wenn halt 2 Flugzeugträger plus 5 Schiffe halt auf 3 oder 4 Schiffe einschießen, dann pumpst du die halt einfach weg. Na, ist halt der Alpha, dem kannst du halt nicht dagegen strömen. Ja, da waren wieder 2 Zitas. Sehr schön. In der Liga, wo die Jungs sind, ist es Brise. Das ist halt ganz unten, weil wenn du halt nie gespielt hast, fängst du halt ganz unten an. Das ist halt Tier 6. Na, guck mal, 3 Zitadellen. 3 Zitadellen sind 3 Zitadellen. Wo sind sie? Am besten 5 für Teams, irgendwo da. Okay. War okay. Nehmen wir weiter. Ich weiß gar nicht, ob man, wenn man die Liga höher kommt, also in höhere Liga, ob man dann anderes Tier spielt. Aber ich glaube, im Moment ist gewertete Spiele tatsächlich, oder Clan Wars ist tatsächlich eigentlich alles Tier 6 im Moment. Glaube ich. Wie gesagt, ich habe mich da jetzt nicht so schlau gemacht. War gestern auch relativ kurzfristig, wo ich davon erfahren habe. Wo ich gefragt wurde mitzumachen. Von daher, ich habe ja auch gestern noch erstmal verkackt, die Verzögerung reinzumachen, obwohl ich das gesetzt hatte. Aber ich musste den Stream dann neu starten, damit die Verzögerung tatsächlich ordentlich eingeschaltet wird. Aber obwohl OBS das eigentlich hinkriegen sollte, das von während der Streams zu machen, die Verzögerung. Aber ist jetzt nicht weiter dramatisch gewesen. Normalerweise streame ich ja nicht mit Verzögerung, aber es ist halt auch eine gute Option für mich, dann einfach mal
zu lernen halt bei sowas, ne? Wenn du es halt nie brauchst, warum sollst du es halt tun? Aber irgendwann muss man sich halt mal mit auseinandersetzen, deswegen habe ich das gleich genutzt. Ne, steht ja auch dann unser Turnier im Januar, Februar an. Das heißt, falls ich da zum Stream komme, dass das nur natürlich auch tatsächlich mit Verzögerung stattfindet und wenn du halt dafür schon ein bisschen Erfahrung hast, ist das schon mal immer von Vorteil. Ja, es gibt halt immer technische Fallstricke. Von daher fand ich das ganz gut. Möglichkeit genutzt, Möglichkeit zu lernen. Immer gut. Heute wollten die Jungs tatsächlich auch nochmal spielen. Aber da weiß ich natürlich jetzt nicht, wer jetzt alles, ob sie das doch einen Söldner brauchen oder nicht. Von daher schauen wir mal. Deswegen steht da auch ein eventuell später CV. Wenn nicht, ist das jetzt auch nicht so schlimm. Aber... So, ich hab schon mal auch wieder auf den... Oh, jetzt geht's schon los. Ich würde sagen, die ersten negativen Kommentare im Stream von Wargaming sind da jetzt auch eingetroffen. Also, wenn ihr euch das guckt oder wenn ihr euch da am Stream beteiligen wollt, hey, macht das, aber denkt halt immer wieder dran, die Community-Mitarbeiter, die davor sitzen, die Community-Manager, die können halt nichts dafür, was halt die Firma halt macht. Die haben null Entscheidungsgewalt bei sowas. Ich brauche... Torpedos auf Steuerbord. Ich brauche Opfer. Torpedos auf Steuerbord. Udleun. Gucken wir jetzt noch ein. Okay, jetzt muss ich mal schießen. Und, ja, nicht mehr. Dann halt nicht mehr. Komm. Sinop. Schön in die Seite auf der Sinop. Jawohl. Also, Seite stelle ich mich ja echt anders vor. Wenn ich die ersten Kommentare beim Stream lese und dann, ja, Hello World of Scam. Das wird ein sehr interessanter Stream werden. Oh, 3 Zitas. Jawohl. Unser Team hat die Führung übernommen. Okay, 3 Zitas sind 3 Zitas. Hätte ja auch jetzt sterben können, das wäre auch Optimum gewesen. Aber mit den 3 Zitas kann ich leben. Na gut, das ist eine Bismarck, da kann ich keine Zitas draufschießen. Nicht mit der Lyon. Jetzt wollte ich auf die Lyon schießen. Auch nicht mehr. Die Sumo. Probier's mal auf die Sumo. Könnte eventuell klappen. Ich gebe keine Garantie. Okay. Ja, war nichts. Ja, Lyon ist einfach nicht stark genug, um einer Bismarck eine Zita zu geben. Da müsstest du hier schon Tier 9, Tier 10 anrumbeln. Im ordentlichen Kaliber. Töten kann ich ihn. Wenn ich gut treffe. Jawohl. Was ja auch zählt. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Mit den russischen CVs in der neuen Missouri haben sich keinen Gefallen an. Ja, also CVs nicht mal unbedingt, ne? Da regt sich jetzt nicht so sehr die Welt drüber auf, weil das kann man halt erst sehen, wenn die Sachen tatsächlich halt live sind. Aber die Geschichte mit der Missouri und vor allem der Monetarisierung dadurch.
das ist halt, was halt die Leute halt tatsächlich aufregt. Ah, natürlich. Unser Sieg ist in Sicht. Unser Sieg ist in Sicht. Oh ja, die Leute laufen sich jetzt schon langsam heiß. Ne, ich werde dann auch einfach ruhig sein und einfach den Kommentar laufen lassen. Ich hoffe mal, es ist der deutsche, da steht nur EU-Stream drin. Und nicht der deutsche Stream. Weil normalerweise ist ja immer der deutsche vor dem EU direkt. Und die switchen dann. Oh, jetzt müssen wir jetzt alle dieses eine schlumpelige U-Boot jagen. Das einfach da hinten ist. Mal schauen. Noch ist ja nicht 18 Uhr. Haben noch 5 Minuten. Stream startet, okay. Ihr Geld dauernd da reinbuddern, man muss deren Angebot ja nicht annehmen. Ich spiele auch ohne was zu kaufen. Ja. Ja, es ist nicht so sehr, dass die Leute halt da jetzt was kaufen oder so, sondern ihnen geht diese aggressive Marketingstrategie halt langsam auf den Sack. Wie gesagt, und gerade halt, was halt Lootboxen angeht, das ist ein sehr kontroverses Thema. Ist halt legal, aber man kann es halt auch übertreiben und Wargaming übertreibt es halt gerade massiv. Was? Kapitän, du kannst deinen europäischen Zerstörer Friesland noch bis zum Ende oder dem Reiter Inventar kostenlos gegen den niederländischen Zerstörer Groningen eintauschen. Aha. Und was ist, wenn ich das nicht tue? Ich sehe schon. Wargaming wird da... das weiß ich nicht, wie weit man das Dominanz planen kann. Aber ich sehe gerade schon, Wargaming fängt jetzt schon an, die Geschütze aufzumachen, weil sie den Raum, den Chatraum, jetzt eingeschränkt haben auf Follower, die mindestens einen Monat followen. Dass halt nicht alle Welt da reinmarschieren kann und kann da den Chat stören. Uiuiuiui. Na, ich werde es halt so machen. Na, ich habe meinen Stream jetzt, ich will nicht sagen ausgemacht, aber ich habe den halt weggemacht, sodass ich halt nur noch den Wargaming-Stream habe. Ich werde den dann laufen lassen, sodass ihr auch den Ton hört. So, ihr müsst ihn ja eh gucken im Endeffekt, weil die 250 Community-Marken abgreifen. So, gucken wir mal. Zerstört oder Treffer an Zitadelle. Es geht voran. 11 von 30. Na, eine muss ich ja. Weil ich brauche 3. Das ist 1, 2. Und dann wäre da der dritte. Wäre halt nur schön, wenn du ein paar Kreuzer treffen würdest. Wo Zitadellen einfacher sind als an Schlachtschiffen. Vor allem als an deutschen Schlachtschiffen. Oder an sowas wie in der Kansas. Na, wie gesagt, aber der Erwartungsdruck ist halt momentan sehr hoch an Wargaming, dass sie halt etwas Substanzielles da erzählen.
Naja, zuschlägt. Also du kannst halt kaufen, was du lustig bist. Sage ich auch mal. Wenn du es kaufen möchtest, was? Wenn du es kaufen möchtest, hey, tu das. Wenn du das Geld hast, kein Thema. Kann dich keiner dafür blamen oder so. Wenn du unbedingt das Schiff möchtest. Es geht nur darum, dass du halt weißt, die Preise sind halt durchaus hoch. Und im Endeffekt muss ja jeder selbst halt wissen, ob er sich das kaufen möchte oder nicht. Und es steht keinem anderen zu, ihn darüber zu richten oder zu urteilen. Alles gut, Sushek. Wie gesagt, es ist vollkommen dir überlassen, wofür du deine Dublonen ausgibst. Unabhängig, ob du die jetzt gekauft hast oder erspielt hast oder geschenkt gekriegt hast, steht anderen Personen nicht zu, dich darüber deswegen zu urteilen. Da musst du dir ganz klar keine Gedanken machen. Ich werde dich da auch nicht blamen dafür. Gottes Willen. Ich meine, das mache ich ja auch, ne? Ich spiele mir auch meine Dublonen. Ich kaufe mir teilweise welche, ne? Aber das mache ich halt sehr vorsichtig, sehr umsichtig. Und ich gebe die ja im Prinzip nur für bestimmte Sachen aus. Also für Lootboxen zum Beispiel gar nicht. Ne, was ich halt ausgebe, ist halt die Spielzeit, Bremen-Spielzeit. Das sehe ich auch ein, da habe ich gar kein Problem mit, da Spielzeit zu kaufen. Das ist wie bei WoW genauso. Das ist völlig normal. Das zweite wäre die Werften. Ja, okay, ich meine, ich nehme halt ein Event teil, ich zahle halt meinen Minimumbeitrag. Und ich könnte zwar mehr kaufen, wie das halt immer so ist, wie Wargaming das gerne möchte, ne, weil sie dich halt locken. Aber das sehe ich halt nicht ein. Und das dritte, wofür ich tatsächlich Dublonen ausgegeben habe, ist Schiffsplätze. Wo sie reduziert waren. Da habe ich extra jetzt gewartet, bis sie reduziert waren. Bevor ich mir jetzt Schiffsplätze gekauft habe. Sodass ich halt mehr für die Dublonen halt rauskriege. Ah, okay. Stream ist jetzt da. Oder nicht. Ich kann nichts anklicken bei denen. Ist das normal? Misbehave. Ah, okay. We completely understand that you might be unhappy with certain decisions that have been made in the past. But still, if you want to have, like a discussion with us, I ask you to just, be respectful, express your opinion. You're always open to do this here. Just do it in a way that is not insulting, right? Because that won't really help you and it won't really be able for us to answer these comments. So it's just a starting off note from my side. So, Mr. Conway, what are we going to do today? So obviously we're going to have a bit of a conversation with you. Answer some questions in chat. We'll probably have to ban a few of you along the way, but this is the way the cookie crumbles sometimes. But I hope we can have a civil discourse here in Twitch chat. Okay, Sie werden das adressieren. Schon mal We're gut. going to play some games, I believe, of this World of Warships, I believe it's called. And then for the second hour of the stream, Bogsy, who you may know from our past King of the Sea broadcast, or his Twitch channel at twitch.tv/BogsyTime, will be joining us for a game or two. Yeah. His podcast, I can highly recommend this. Yes. I actually listened to the episode that you did with him while I was at the talk yesterday. For a second time, yes. Actually, we were talking about ghosts of the past, basically all of the things that we had or used to have in World of Warships and that are gone for better or for worse. That was very, very interesting because I've been playing this game for a very long time, just like Borla, for example. Nee, ich will, dass ihr das hört. Remember about mechanics and how they used to work was a very interesting topic. So, yeah, if you want to go check it out. It was a fun episode. It's unfortunately over 100 minutes, so don't blame me. Yes, Nicht, dass ihr irgendwas verpasst oder so. Mr. Conway was such a good mood. Obviously, the last few days have been a little bit trying for us here for a variety of reasons. But it is not our first rodeo, and we actually, it's not as though we were designated the sacrificial lambs of the stream. We volunteered and decided to let Taki and Bloodlist, and we're going to run today's stream, have an evening off to come and hang out with you because, we feel it's important to have a conversation with you.
Yes. Heide says over 100 minutes. I will listen to it as a Kreuzer podcast. gesunken. Well, it is a Unser Team podcast, hat die so Führung you know, übernommen. that's Yes. the fitting theme. But I think let's see what questions we have in general. I mean, the elephant in the room is of course currently the situation that we have with. Ja, du kannst den Wargaming-Stream leise machen, kannst du bei mir hören. Also Wargaming-Stream So if you sehen have und bei mir any hören. questions about Aber this, ich glaube, du or, hast for den example, ausgeschaltet, Euro, meinen. who Ah, got es tut mir removed leid. from the CC-Programm, which is simply based on the rules that we have for CCs and their behavior. Euro unfortunately made a mistake here, and we had to, you know, like sometimes we have to make these decisions, and even though we like working with Euro, when somebody makes these statements, At he least will when he- have to, you know, face the consequences of that. So. At least when he manages to keep a hold of his. Okay, sie reden über Euro. But yeah, no, okay. he fucked up. Kurzes Statement, das ist ein Streamer, der halt rassistische oder nationalsozialistische Kommentare in seinem Discord abgegeben hat, und zwar nicht zu knapp. Und deswegen, das wurde veröffentlicht jetzt, und er hat sich dafür entschuldigt, aber er ist jetzt aus dem Programm draußen. So over the last few days, a lot of different topics have been brought up, and I hope you understand that these are topics that are very complex and where there's no very quick solution. We're a company. We have a business running here. We, you know, create all the warships, all of the plans around it, all of the things that we've set up for the future. And yes, we do also have to make money to keep everything running and to develop new things. And that means that I fully understand that you would love to hear, you know, like things that we're planning to change based on what has happened not only the last few days, but the last few weeks and months. But right now, there is nothing that I can show to you in terms of like an action plan, what we're going to do in, you know, the foreseeable future. But I hope that we will have more to talk about at some point. But it is a very complex topic, and that's, you know, the reason why we can't sometimes, you know, just sit here after like a day of discussion and then suddenly have everything prepared. I hope you can understand this. For the topic of Missouri, we already made some changes to the plan that we had with selling Missouri through random bundles, where we now added the option that, first of all, you can get access to the Missouri by playing a short web campaign. I'm not sure whether everybody understood what that means in terms of web campaign. If you remember, we actually had a short Bismarck campaign that you could interact with on the portal or in-game, on the in-game news, right? And that gave you missions to do. And it will be very similar for Missouri. It's going to be a themed set of missions that are very easy to do. I think internal estimation is like 60 battles for a very, very average player. For somebody like me, I would estimate it probably takes less than the half of those amount of battles. And then you will be able to purchase it straight up for the regular price, or roughly the regular price, of a tier 9 ship, which will be, I think in the case of Missouri, it's 19.5k doubloons, including the port slot. And you will also be able to purchase it through the premium shop. Now, the problem with doubloons is that, and that's the technical limitation we've been talking about in the past few days, is there is no way for us, or a player, to create like a personalized offer that would be tied to that web campaign, because it was not initially planned like this, and the update is already live. So it's very hard to do this right now. So what we offer is that you can contact customer support as soon as you're done with those missions. And then you can, if you have the 19.5k doubloons in your account, you can trade it through our customer support. Ja, was hatte ich erzählt mit dem Customer? That's Also currently okay. the plan. So that's the changes we already made, at least for this very specific scenario. Schauen wir uns das da in GZ. So I hope that Schönes answers Schiff. at least some questions in terms of how can you get your hands on Missouri. Sehr If gutes you're Schiff für able to Tier use random 7. Bundles, you can purchase it straight up through the premium shop, or you can use the blues. Jetzt ein bisschen, Once that web campaign is live and you're through. schwierig mit der Main Gun, ja, weil du halt ein bisschen unterkalibrisch bist im Vergleich zu anderen Schlachtschiffen, aber dafür schießt du halt recht schnell. Du hast deine Torps, du kannst gut tanken. Und solange du im Tier 7 bist, ist das ganz okay. Yes. So, what else do we have? Will ships, particularly premium ships, which have no ASW gimmicks, get them in the future? Currently, these ships have no way to counter subs. Right now, it is not. It really depends on the ship, right? It's a ship-specific choice right now whether it has ASW or not. And just for chat, if you're not sure what ASW means, it's anti-submarine warfare. So any kind of armament that would be able to get to submarines as soon as they're submerged. Now, right now, at least, you know, because things can change, right now the plan is that not every ship is going to have that, which follows
the principle of our game that you're not always going to be able to damage the other ship in every scenario, right? Be it, for example, through range or different other mechanics. But Warship is a team-based game, and certain ships have, Okay, ich warte mal drauf, dass die tools, Fiji da wieder raufkommen. radar, hydro, Weil das sind halt smoke, echt and so einfache on. And this is Zitas. just one more aspect where ASW is going to be following that kind of pattern, at least for now. We're still in testing, right? Right now, they have been available in Coop for a week, submarines. Ungefähr da. And we were able to see like already a start of like how players interact with it on the live server, and starting yesterday or today, depending on which server you're playing on, they're going to be in ranked battles. And there we will see like how the different ships will interact with submarines over a certain period of time, where players are going to take it very seriously to get the best performance out of their ships and to progress to the next stars, ranks and leagues. So we'll have to then make Immerhin, decisions meine what eine we're going Zita to ist potentially erledigt. improve Ne, of the schaffe ich game nicht mehr. So, I can't make any promises about Ja, this, kriege ich nicht but mehr. at least Okay. for now the plan is to not give every single ship anti-submarine warfare. And that is also not only based on that certain ships simply just didn't have it, but also for gameplay reasons. Yep. William Feldman has an unrelated question. He's asking, is there a way to move my Friesland to the Netherlands, or can I only swap it for Groningen? What about my Friesland commander? Can I move it to the Netherlands? So, no, there is no way to move Friesland to the Groningen. That's the reason the Groningen exists. But it is an exact copy of the Friesland in every way, apart from its name. So if you would like to have the Friesland in the Dutch tech tree, you can. It will just be called Groningen. Your captain won't transfer, but you have the chance to use her to play up some nice new Dutch captains, which you can then also use on the cruisers. But that's why we kind of implemented this option, because she's a Dutch ship, and we want to be able to give you the chance to have her in the Dutch tree and use her with Dutch captains. But we can't give you the option of just moving Friesland, because we would not be able to let you move the European special captain jersey Schwurzi. Simply because we simply cannot have like a special commander designed for one nation available to some players in another nation, because then we'd have to take that one specific commander and his special quirks, perks, skills and talents into account for balancing forevermore. That's why we made the solution that you can kind of choose, do I want to keep Friesland as it is, or do I want to have a Dutch Friesland, and then you just move it and you have it. Yes, I think there was a question, now it moved, about Flatulent Force asking, is there a button to reset all commanders? If so, where, please? So I don't have the buttons here right now, but Mr. Conway, if you can show my screen, I can show this. What do you mean you don't have buttons? I don't have buttons on my Keine Zita, da oben ist Ja, okay. Button-Ding. Jetzt kommt er mit seinen exactly, my stream Torpedos. deck. You can do this actually Ah. only on the... Buttons. Thank you very much. So if you go over here, Ja, ich krieg if sowieso you go keine to the Zita auf portal, go to the Leon. update 0.10.7 submarines in ranked battles article. You then scroll down here and you have these different topics, right? And you go to changes to commander skills. And you will see all of the different changes to commander skills. And in that tab, you have the reset all commander skills button. If you click that, it will be automatically reset for all commanders. Make sure you're logged in or it won't work. Yes. And there was a follow-up question to the Friesland. Yes, you can own both. You can just purchase the Groningen, and then you have both. Yeah. Any chance next ranked season could be sub versus CV only? There is always a chance, but this scenario sounds very, very, very unlikely. So I don't know where this question is coming from, but we usually don't do class-specific ranked seasons. Obnoxious Potato has a good question. Why did some CCs have the impression that their feedback or input would be actually acted upon, not ignored? Usually when a group of people gets disillusioned and quit like they did, it is because expectations were not met all. Did the CCs have unreasonable expectations? If so, why do you think they did? Thanks. Well, you have to realize that the community contributor program has, existed for many years, and kind of over the time it's gone through some different iterations. We've always welcomed the feedback from the community contributors, but we've never been in a position where we wanted to say or did say like, hey, the feedback of this group of people is more important than the feedback of, other people in the game. And so we welcomed the feedback, and we Ja, sie lavieren jetzt to diese give Feedback-Geschichte rum. feedback sometimes, but that's one of the failings that we didn't do enough of. Like when we got suggestions, that we didn't come back and say like, hey, yes, this suggestion is good because of this reason, or we can't implement it because of this reason. And that's one of the problems. But the expectation of feedback being acted upon is not one that we
wanted to create, and that's not was never a realistic thing. It's a very complex situation if you just consider, like, we've been working for wargaming for a very long time and also for different games, but when we were starting in Europe, we had a very small community contributor program that was specifically for Europe. There was no actual interaction with developers. It was people like Mr. Conway or me, just talking with CCs, helping where we can, providing some opportunities, helping with giveaways, providing test chips, these kind of aspects. So there wasn't really that expectation. But I think it was in end of 2017, beginning of 2019, when we started creating the global CC program, where every region would come together, everything was unified. You suddenly had a Discord where you had direct contact to developers. And we also arranged things like the CC Summit. We have specific feedback channels. We have internal Q&A channels where every streamer could just come and ask questions, and we would try to provide the best possible answer. And it's the same with you, right? We always encourage, give us feedback. Like, nobody here will say, please keep your feedback to yourself. We want to hear your feedback. But the feedback from CCs, as well as the feedback from players, is going to be part of making a decision. Just because we have, some CCs coming to us, and that is not meant in any negative way, but it's going to not be always representative for every player. It's definitely going to be representative within their communities. But we always have to take a look at the bigger picture, and we will always also take a look at Es kommt stats. natürlich diese So Bigger it Picture is Geschichte. decision Ja, dass halt die whether Leute, die halt tatsächlich something Feedback is based einbringen, nur on eine a lot kleine of Gruppe different darstellen feedback is one of them, und but not the sole reason. And I can totally understand that over time, if die das your ignorieren suggestions können. are not being taken Problem on ist, board or your feedback is not being acted upon, that das ist eine frustration is falsche created. Einstellung. And sometimes there might be, for example, a language or a culture barrier. Die in terms Leute, of, die we have a Feedback global abgeben, program. sagt halt nichts And über we die try to Repräsentation answer as many aus, things as possible. was We der try to, andere Teil be der nice as much as we can. Community angeht, But die even halt Conway tatsächlich might sometimes be in a situation where we want da to kein make a funny Feedback comment, or we abgeben, ob die jetzt think das it's very gut obvious, finden oder and then nicht. it might be taken the wrong Um way. Feedback And abzugeben, it musst is du complex, and I'm very sorry. einen when bestimmten CCs, Punkt feel von that way or feel like they have to leave the program. Leidenschaft erreicht haben, dass du Feedback abgeben möchtest. Ob der Punkt jetzt positiv oder negativ ist, spielt keine Rolle. Es gibt so viele Leute, die halt tatsächlich jetzt mit Sachen halt nicht einverstanden sind, die aber jetzt kein Feedback oder so abgeben. Und das wird halt quasi von Wargaming von hinten rum aufgezäumt und der Spielerschaft als zu Lasten gelegt. Und das sagen, ja, es gibt halt ein paar, die sich beschweren, die halt Feedback abgeben, aber ihr seid halt nur eine Minderheit. Wobei es überhaupt nichts aussagt, ob sich nur eine Minderheit beschwert oder nicht. Ja, ob nur diese Meinung, diese schlechte Meinung tatsächlich nur bei dieser Minderheit quasi vorhanden ist. I think it very much depends on the kind of feedback that's given, and you also have to remember that the kind of relationship within the community contributor program between the people on the contributors and the people on our side is very different from, like, if you as a player message customer support, where you should get it, and you should be able to expect like a friendly, polite answer every single time, whereas in the CC program the conversations get a lot more casual and a lot more ich hoffe, ich kann auch auf die personal, Straßburg was machen. and there's a bit of a cultural divide as well. Chores, I auch don't know nice. if you know many Russian people, but they tend to be quite direct. They tend to say what they mean. And I think this is one of the things that clashes a little bit with some people, that the kind of expectation is there, that the communication is the same, and that, I think, like it degenerated a little bit, especially over the past few weeks, and this is what happens if you put people together. People can also disagree and get into a little bit war nicht mal ein Treffer, willst du mich of a rollen? tiff. And Yeah, it's unfortunate, but that's just one of the things that I think is part of life, and also the contributors have to realize as part of the program that the level of relationship is very different to, like, external players. And this is not to Wie say sie that, jetzt auf den I just want CCs to make that rumhacken very clear. und sagen, die haben alles And falsch verstanden. We do apologize when we see, like, okay, I don't know, we made a mistake, especially with Little White Mouse. I think there was a lot of things that went wrong from very different angles, unfortunately, and I'm very sorry that it played out the way it did. We tried to apologize, and for example, this is something I don't really get when people say, like, oh, Wargaming is trying to offer a scapegoat when somebody's just, messaging a person, says, like, I'm really sorry, I feel bad for what happened, and it wasn't meant in a negative way.
But I do understand that things build up over time, and then sometimes it's a little bit too late. Yeah. That's we try. I know that sometimes it doesn't really come across like this. We do always have to be professional in our communication, and sometimes it works better than others. And I think this is definitely something where we can improve. And I read here from Kanonenfutter, why is it not possible for Wargaming to say sorry for our behavior? Depends on the case. If there's something where we see, oh no, we made a huge mistake, as we, for example, did with the Yukon situation, right? We do apologize and we try to make amends, but we're also we work as a business, and not always is it possible to make the partner happy with everything they want to have. And I'm very sorry about this, but that's unfortunately how it is. So I hope that people understand this, and we'll definitely try to improve. This is definitely on our agenda. Sie versuchen halt echt wirklich hart, jetzt die Wogen zu glätten. Mit Smooth Talk. I don't think anything happens. We are not a game. We're not while I think there are lots of comments around that our game is marketed to children, we don't market our game to children. It's available and allowed for children to play it because it doesn't have gore, violence, those kind of things. That's why we have that PEGI rating. But I think you're going to struggle to find many underage players now. Our average player is older than me. Yeah, and I'm getting grey. Ja, ist das, was ich auch gerade erzählt habe vorhin. Ja, dass sie das Rating haben bezüglich, weil sie keine sexuelle Sachen haben, kein Blut, keine übermäßige Gewalt. Ich meine, ist halt sehr depersonalisiert. Mit Schiff gegen Schiff spielt es hat nichts mit Personen zu tun. We of course ask for feedback, but we do have a vision for and we have a reason why we change certain systems, why we. Aber das heißt halt nicht, dass das dass es nicht tatsächlich Marketing halt ist, dass sie das für Kinder halt zuschneiden. Die sind da durchaus sehr zufrieden, dass sie so ein niedriges Rating halt haben. Gerade weil halt Werbepartner halt da sehr stark drauf schauen. Ja, weil andere Firmen, die halt Werbepartner sind oder mit ihnen zusammenarbeiten, gerade in der Spielebranche, sind da durchaus drauf bedacht, dass das familienfreundlich ist. Es ist erstmal nichts Falsches, ne? But it's not like the feedback isn't acted upon. If you take a look at commander skills, you will see man muss halt auch ganz klar sehen, dass das Wargaming durchaus positive Nebenwirkungen halt but there is a delay. bringt. It takes time to take a look at the feedback, then compare it as well with the reality of the game and how people play the game and how it affects their gameplay, what kind of things they're choosing. And sometimes, yes, absolutely, CCs were right with certain things they said about the game, but other things, they were not. It's not, and it's not this black and white that we say, oh, everything is wrong what CC say, or everything is right what CC say. And now immerhin eins zerstört, eins wieder Teller. We can definitely get better in this area. But if you come to these streams, you know how we address these things and how we talk about them. And when we talk about feedback, we try to give you an idea of how the company works with feedback. And unfortunately, sometimes I do understand that it looks like, there was so much feedback about this topic and nothing happened. But in software development, it takes sometimes a longer period of time to introduce the changes based on feedback or data, with the commander skills. And I have to say that among games, our development cycle is actually quite long because we have a lot of, as a live game, we have a constant cycle of content. And while, to illustrate this, right now we're in update 0.10.7. 0.10.8 is being public tested, 0.10.9 is being early tested, and 0.10.11, 12, and 0.11 are probably already being worked on in some parts. So it takes time when we get feedback and when we have something we want to change. It takes time for the game design to get done, then it gets tired. It needs to get an allocated spot in the roadmap, needs to start getting developed. So it really can take a bit of time. This is, I think, a weakness that we have. That's true. Maybe that's something that we can improve in future. One of the reasons why we didn't come out and say, we're very sorry and we're going to do this, this, and this is because I think at the moment, if we told you that we're going to make a certain change in the game, I don't know if you would stand there and say oh yes, Wargaming said this, I believe them, this is all great, we'll forget about this. So instead, what we're doing is we're going to focus on making some changes and show some results rather than talk about it at great length.
Yeah, Mr. Fun is asking if CCs are just as equal to normal players when it comes to suggestion ideas. Why have Ja, CCs? sag mir nicht böse, wenn ich jetzt nicht so viel zu erzähle. Ich lasse lieber Because, Wargaming erzählen you know, und gebe ab und zu CC Discord meine Gedanken und allows Kommentare dazu the preis. CCs to have direct contact to developers. That's definitely going to be a better situation to be in, and something that, you know, I used to be a CC. Actually, it's something you dream of. You're able to talk to the people who design the game. You're able to talk to people who, you know, make decisions about the game. And when it comes to the CC program, this is something we try to highlight, and I know it can be sometimes frustrating if you're a content creator. The idea behind the CC program is to support the content creators that are creating content about World Warships. That's the core essence of the CC program. That's the core essence. This is why we work with. Das ist nicht das, was sie am streamers, Anfang for example, kommuniziert haben. with, video creators, right? With, for example, blogs. Or for example, like Little White Mouse, it's not only blog, it's also about all of Sie the umgehen reviews, damit right? ganz We geschickt try auch to die support them, so we positiven give them extra content. We Vorzüge, give them die sie giveaways. halt We try selbst to aus dem help Programm them ziehen. grow themselves, you know, and reach a bigger status within the community, and we have been doing this for a very long time. And as an added value in the program, they do get to have direct contact with us, so they can, for example, go and say like, hey guys, I have this question from my community. And they don't have to go through official channels in sense of like go to the forums and ask the question, tag stuff there, but they can go straight up to developers or to the dedicated Mal gucken, channels jetzt that kommen we sie have, nieder. and can get that information. Nichts They getroffen can auf share dem that Mikro. information with their players. Vermutlich zu weit We also, vorgehalten. for example, invite them to early tests sometimes, right? When there's a closed test and they get to try certain features first. So I hope this explains a bit more like how the CC program works in general. It's not a system based on, hey, this is us taking content creators to change the game. That was not the core intention of the CC program. And I understand it would be Okay, really cool to Algerie have as dürfte much ich jetzt influence as kriegen. possible on the game development. And I do think CCs have a certain influence, but Ah, decisions gut, are eine not zieht only er. going to be based on Selbst wenn er jetzt feedback stirbt, from, for interessiert example, das nicht. Zita habe Even ich if they shout gekriegt. very loudly sometimes. Yes. Operator V says, Wargaming taking action is better than making promises, but communication about what you're doing and why is also Das ist important. Scharnhorst. Absolutely. Top. But you have to realize that from Friday to even Thursday is not you know, like a time frame where we as a company can commit to doing X and Y and Z by whatnot. We're having discussions internally right now. We're mapping out what it is that we want to do, and once we have that plan nailed down, and once we know what we're going to be able to deliver on, then we're going to communicate on it, but not before. Yeah. And Camo 1962 bleibt die says, York noch so übrig, dass ich noch mal Edward, when reinschießen a kann? member of your staff demands respect, is that not being hostile? First of all, it depends on the situation, but I do think it's Oh, das hat absolutely wehgetan. okay. That's just my personal opinion. If we're having a discussion here like this, that I can ask you to be respectful, right? Because I would expect you to treat me in the way I treat you. Like, I want to have a discussion with you. If somebody insults me, I will probably not answer their questions anymore because that is not a basis to have a conversation with, right? It's like Conway and me, we might sometimes, you know, make fun of each other, but we're good friends. We know the level of interaction we can have and what we can say. But if you're talking with a stranger, that's sometimes a different scenario. So if I would tell you, like, hey, Camo, if you would, for example, say, hey, Chrysanthus, you're like an absolute asshole and, you know, you should go and, I don't know, fuck off. Then I would say, like, hey, dude, if you want to have a conversation with me in that context, Ich glaube, I think it Zita would ist be nicht mehr okay, drin right, hier. to ask for respect. I don't know what you're referring to right now or a specific situation, but I think in general, it will never hurt you to be respectful with another person because then you won't encounter that hostility and people are going to talk to you in an open way. You also have to remember, right? There's a difference between us asking you to respect us and us asking you to respect the company. Right? Like, there's no need for you to respect the company, but there's a need for Wollte you ich to wegsnipern? respect the Nix individuals geworden. working for the company. I think that's an important distinction to make, right? Like, you can, you know, if you want to shit on Wargaming, look, I'm not super happy about it, but it doesn't like offend me because I'm not Wargaming. If you shit on me for something that I you know, like have no direct control on, that's gonna make me unhappy, and I'm gonna voice that appropriately. Yes, and Luke Platwalker says, so how much censorship today? Look, we're not censoring here, but if people outright insult us, we want to, because we want to read your comments, right? We're talking with you here for like 30 minutes already, and we want to talk with you. If there's only, you know, like insults, I will tell you that this is not going to help you. It's not going to help us, and it's going to make the life of everybody else in the chat who wants to ask an honest question very hard. So, that hopefully explains this. And Rockhan says, when Americans speak up, they get pushed to the side and ignored or downright kicked. I call foul.
don't know where this would happen here. I mean, if you're from North America, did we ever, ban you here as a North American player? I don't think so. Nope. And I honestly don't give a shit where you're from at all. You're a human being, and I try to treat everybody the same way. Yeah, so Nivet says, respect is earned, not entitled. Well, thank you very much, Nivet. So I've been working for World of Warships since the beginning of World of Warships, and I think I've been talking to you here from the beginning of World of Warships. I've always done my best to talk to you truthfully and nicely, and I think we've had lots of fun times together. So if I haven't managed to earn your respect by now, I don't know what else I could do that. And then, if you still don't respect us, then please feel free to. Ja. Wie gesagt, das ist eine Sache, die ich halt auch angesprochen hatte. Watching the stream Man is sollte entirely die optional. Community-Menschen, die da And we don't das dissent öffentliche you. Gesicht We darstellen just wollen, ask jetzt that nicht you unbedingt have a civil angreifen. discourse with us. Captain Mini is asking, due to Jingles no longer being a CC, will the Jingles commander in-game be removed? We have no plans to remove the Jingles commander. No, why? I don't see any reason why. I also completely understand, that for example, Jingles takes a different stance that we have on certain points and says, hey, I don't want to do this anymore. I completely respect that. And that doesn't mean that we'll suddenly remove him from the game. Like Jingles has been Ja, vielleicht creating kriege a ich lot hier of cool noch content for einen World of Kill. Warships. Kommt Luke gut. and me had the pleasure Jawohl. to meet him in person and work with him for a long, long time. And I don't think our relationship, for example, personally would be affected by this. And I hope we would in the future be able to work together again, maybe. But that's probably more up to Jingles than to us. And of course, we probably have to also make some changes to incorporate that. Pikachu level 23 says, Conway or Chrysanthus, could y'all come and play clan battles with us in A? It would be fun to have you guys. Look, as long as you're going to be my CV after seeing you play, I'm happy to have you carry me. I do have an NA account, but I don't have a lot of high tier ships. But on tier 6, we might be able to we might be able to help. But I don't have like 19, 21 point commanders. So if you message Conway and me, maybe we can find a day to play some clan battles together. Absolutely. Sorry, just signing into my game account here. Yeah. Still logged into Yabako, who's got like 300,000. No, I also remember that the language is going to be Czech for the client. I changed that already. Okay, good. I changed that already, but I also realized that Yabako has like 300,000 doubloons. We should relieve him of some of those. He clearly doesn't need them, and I think they would look much better on like my account. Plutonium says, why should we trust your words? CCs don't get paid by Wargaming. They can say what they want, you don't. Look, it's completely up to you whether you want to trust me or Conway or not. Most of you know us for several years by now. If you don't, then I can't influence this. I cannot put here a paper and say, trustworthy since, 2016. You will have to decide whether you think what we say makes sense, sounds reasonable to you, and comes across as sincere. Like, we don't want to sugarcoat that shit happened the last few days, weeks, months, and I hope we'll be able to address Ja, a lot Problem of it. ist halt ganz But einfach, I'm not going to sit here and make promises that I cannot keep. Yes. This, I want to work with Firmen you, not verändern only sich. for today Und and for zwar tomorrow, mit but for der the Änderung next des few years. That was Managements. always my intention. And my aspiration when I joined Wargaming, that we're not doing this for like 2 or 3 days, but we want to work with you. Klar for kann as man long halt as ihnen possible. sagen, okay, So I'm careful zuguhalten. with what I'm going to say because I don't Wir want können to uns halt set nicht up auf any Aussagen expectations. festlegen, die wir halt And vor I'm 5 trying to Jahren be as honest getroffen as haben. possible in anything I say. Oder vor So 3 I Jahren. hope you appreciate this. Wie gesagt, If you don't trust me, then unfortunately there's nothing. Firmen I can do verändern here sich, to das ist help vollkommen you. normal. And then there's also little point in you coming Auch eine here Firma and muss talking Geld to us on verdienen, stream, aber because if you're not going to accept Dann what we muss say, man then halt kommunizieren might as well und not das listen to it. Kommunikationsproblem, das ist halt tatsächlich was Okay, wollen wir gegen. I think, look, we'll keep talking about this, of course, when we're playing, but let's will nicht sagen start kultiviert, jumping into aber some ships. So Brew says one thing. Nicht gut genug adressiert hat bisher. Take a step back. I'm sorry to say, I've never seen such Ach, toxic übrigens, chat falls in my ihr life. interessiert seid, bei I've heard Wargaming and zu read arbeiten. enough of the crap from those on this stream. How Conway and Chrysanthus put up with it, with you all, I will never know. I would have pulled all your plugs a long time ago. Also er muss halt jetzt nicht so schreien, das wäre jetzt glaube ich nicht so wichtig. Thank you very much for the sentiment, Brew. But I think one thing. Was ich sagen wollte, falls ihr bei Wargaming arbeiten wollt, Sie suchen gerade einen Teacher of English, der dem Wargaming Management Englisch beibringt. Otherwise, you wouldn't be here. Otherwise, you just log off and play something else.
So we understand that. Es wäre ganz and cool, that's wenn du why da we're halt here in Englisch talking sprechen to you, würdest because auf einem we also bestimmten care about Level. this game, Ja, es not gibt da just bestimmte because Level, it gerade provides our für livelihood, Leute, die halt but because, Sprachen we've been here from the lehren. beginning, we've been here with Die you werden das from the sicherlich beginning, verstehen, welches Level das halt and ist. we'd like to stay here because Aber it's nicht nur fun. Englisch, sondern du solltest halt auch Yes. Russisch können, ne? Weil Look, die we meisten completely Entwickler understand sind halt that nun mal you don't Russe. come here to, you know, just rage and quit. Das but heißt, because wenn you're passionate du about the game. neben We fully understand that. Deutsch auch Englisch oder I hope you Russisch also kannst, appreciate that we're here. We're trying to, auf einem relativ guten give you as Level, many answers as dann possible. solltest du da eventuell mal Big guy, big fan, einen Blick by the drauf way, werfen says, auf die "Wargaming on Stellenausschreibung. public test. To get community tokens, do you have to do both rounds? Oder to wenn get ihr 100 Russisch tokens? könnt, Do you get 200 tokens if Russisch you und do Englisch. both rounds? So the way it Einfach works suchen in auch einen public Übersetzer test von is you log on to the public test and you will have a set Russischen of ins missions. The Englische. missions will tell Oh, you ein Schelm, wer what jetzt you're going denkt, to get. You can also read up on the article. Warum I wohl? can bring it up quickly and take a look at the missions if they're written in a confusing way. But usually the first it's So, per, die like Provinzien some werden wir missions jetzt wegdeleten. count per round and some count for both. So it depends a bit. Bim. But it should be actually written. So if you quickly go here, I can probably show you this. So public test is actually live starting today. Unfortunately, we completely nuked the PCs here, so we don't have the PT here, so we can't play it today, but you should definitely go check it out. And you see here the different missions, right? And you can see here round 1, 2. And this means that these missions are available then for both rounds. So if you earn 250 base XP in a single random Ja, hast du battle, Bismarck wieder. that means Kriegst du wieder 100 keine- community tokens, and that should be available both in round Keine- 1 and in round 2. So you Zieht can da do them hin. twice. Okay. Das Same heißt, thing wir is müssen true hier for noch ein bisschen, this. bisschen So at beschießen. least Das that's, einzig Schöne the way I ist, understand it. es gibt keine Tops über einer Tierpilz oder so. misleading, if you can only do it once, then we'll change this graphic for the future to make sure that it's not Oh, guck mal. Da ist eine So, Dallas. I know you want to play, but I think we need to answer 3 more questions. Yeah, absolutely. I thought we'd just get started by picking ships. Aurin is asking, Mr. Comic Santos, what is your personal opinion on loot boxes? So, Aurin, this is the one thing that I can't Sehr natürlich zugegangen. won't do here, like in this public forum as a company representative. Giving you my personal opinion is not going to really add anything to the conversation, because my personal opinion in this conversation is pretty irrelevant. Und das hat dafür gesorgt, dass die Streuung zu come to groß wird, Prague, das you can kleine grab bisschen beer and you zugehen, can have my personal opinion dass on ich die beer, but, Dallas not on nicht the hab live stream. platt machen können. By the way, Baller is in chat and he says, "Thank you for coming to the podcast with Boxy and I last weekend. Did you Krieg ich tell da noch Mr. einen Conway zweiten that you are Schuss the hin? smart, funny and handsome one?" He listened to the podcast, so I listened to the podcast, knows Baller, what I said. and And I I will said I'm the probieren. one with the beard. And I will find you, or your account, and your premium ship. And Jeppo99, thank you very much. Like, I appreciate, of course, erwischt. especially in times like these, also positive feedback. Okay, about what meins we do. werde ich nichts mehr hinkriegen. Die wird gleich weg sein. Yeah, there's also people like PJ Matthews who says, I come here for the hair jokes. Understandable. There are lots of those. Rage PC Gaming Bayern says, can you dürfte ich noch. respect the feedback that we don't want gambling mechanics? We can absolutely respect that feedback, and I can promise you that we will have discussions about it internally. I cannot promise you that we're going to get rid of them. It's the simple, harsh truth of the fact that I cannot. But we are definitely going to have long conversation about this. In general, guys, like while we sit here, right, Conway, me, and we talk about all of these things, we try to provide you with the perspective of the company. Oh, sollte reichen. That Jawohl. you have the best possible information from our side. And on the other hand, of course, Conway and me will always take all of the feedback that we get here, from chat, from interactions, and we will forward it internally. This is not like going So, into wir müssen ein bisschen reports. aufpassen. There are discussions about all of these topics. but Ja, das ist eine they're very Bayern. Ich big werde da keine topics. Titel They're very kriegen. complicated topics, and so we don't have an easy answer for this. And change also takes time. So we will see what will happen with this. Yes, Vasil, I saw your invitation. Ja, ist krass halt das Unfortunately, große we are Feedback sprechen wegen den Lootboxen. already There was a question ist halt auch eine Sache, was ich gerade Jeff, erklärt habe, Mr. Conway Crusander, ist can you einfach, please explain dass why the diese BTS Lootboxen rewards were changed einfach from viel Dragon zu Signals to viel Community Tokens? Was Geld because we generieren. wanted to give you something like honestly, Deswegen it's werden not die halt because nicht we didn't weggenommen. want to give you Dragon Signals. It's just we thought Da like, kann's auch Community kein- Tokens would be cooler because egal, you was use Spieler those Community tun. Tokens to Mittlerweile sind halt so viele Leute, dass wenn halt, selbst wenn 100.000 Leute jetzt entscheiden, keine Lootboxen mehr zu kaufen, hat das keine Auswirkung. Leider. Da muss tatsächlich dann entsprechend vom Staat entsprechend Feedback kommen. Yes, I can maybe give some Und zwar context. im Fall, dass, Sometimes for example, dass you can Lootboxen blame halt for community tokens, you can blame Conway and me. This was actually reguliert our werden project, müssen. and I'm very happy that it made it to the game because it gives you a lot more choice for all of the community. Und es betrifft ja nicht nur activities wilde Warships. that we're running. Das Twitch ist ja drops, be it, for example, PT,
Be it jedes tournaments, Spiel, recruiting station, all of these different was man kennt, aspects. was auf I dem think Markt more ist, choice das is hat always better. Boxen. Because, you get to Gerade decide bei what you want AAA-Spielen. for it. Now, the Werden PT decision die, was actually something that we added sehr oft very benutzt. late on. It's something that I also have to admit I didn't have on my Ja, dieses radar. klassische FIFA-Prinzip. Especially with also the achievement change happening, that it would remove the reward in terms of signal flags suddenly from you. So there was no bad intention behind it, and we're already working on giving you signal flags bundles in the naval tab in the future, in the naval community tab. So I hope this will help with this problem. Okay, we're going to play on tier 8, Mr. Conway. Beatbird says, I feel that the dispersion RNG is especially bad on French PBs. Maybe you can give me some pointers to hit better. Okay, dispersion and RNG will always be part of playing a battleship, right? There are battleships that have a better dispersion and battleships that have a worse one. And RNG will always play a role. The best piece of advice I can give you is if you're not super comfortable with aiming, one of the best guides I've seen on this, for example, is from Potato Quality. You can check out his video on YouTube about how to aim Es geht voran. and what to take into consideration when it comes to aiming. And then my personal recommendation is, depending on how you Ist play, halt krass, I ne? cannot Da judge this here from, schauen halt distance. 7000 How Leute close zu you bei are, for example, to Wargaming. enemies. But the closer you are, which Da means sieht man mal, you wie don't have to YOLO, but if you usually play maybe, let's say, on 18, 19 kilometers, if you aus move dem Auge. closer to like 13, 14 kilometers, you will have a better dispersion simply because you're closer, and the closer you are, the better your dispersion is going to da be. sieht man, wie I groß der think we should Bedarf switch ist, categories to just ne? chatting. Wie engagiert die Community dabei ist, weil .url says, die "Admiral reden da Warships, halt can nicht you drüber. Es two wird write halt the nichts Neues statements instead of präsentiert whoever oder sonst does it irgendwas. before? Ne? Your Dann speaking hocken is trotzdem already better than them 7.500 Leute spending jetzt 3 days mittlerweile da. writing 2 paragraphs. Look, .url, I have to disillusion Wenn man you bedenkt, dass slightly. sie halt im You, Normalfall einfach, keine Ahnung, there's not one 3000 haben. person who writes this thing in the secret little caves. Wie groß der Erwartungsdruck halt gerade Obviously, we ist. discussed this before, but it's very hard to provide in-depth context and reasoning like that in a forum statement. It's impossible, and it's very, very difficult to do it in a way that doesn't get misunderstood, misrepresented, misquoted, which is one of the reasons why we do these regular live streams, so that we can be Ja, ich hab's here gelesen, and we Prime can Gaming give you that hat context, neue we can Container explain, and we für can World of hopefully Warships. clear some things up, right? Holt It's ihr not euch, just- können Schiffe we- drin we- sein. There's a reason why we're here every Entschuldigung, week, sind like keine Schiffe clockwork. drin, es können Permanenttarnungen For drin sein. years. Years. Yes. Many years. All of the years. Ja, hier steht's Let me nochmal. just get my Lütchens on here. By the way, don't forget, you can actually start playing submarines in ranked. I would 3 definitely Container encourage you kriegt to man. at least give it a shot. To get your submarines, of course, you have to Eine von go to the 236 armory Punkten. and, Das ist eine Chance. try your luck with Ne? the random Kleine bundles Chance. so that you can get them there for free, and you either get coal Und man or kann the eine Emden rentals, sich and holen. the Wow. idea behind this is that matchmaking would be fucked. Because if everybody has submarines, everybody will just play submarines, and then the matchmaking is guck mal, gonna go kann ich full mir die Emden haywire. holen? So please go check it out and provide some Nein, feedback. brauchst du trotzdem so we Prime. can improve submarines for the future. Auch wenn du Doofus is irgendwann im asking, letzten can you Jahr please explain Prime to us hattest, where you see so the game heading muss to? ab What is the brauchst du plan for Prime. Wargaming in the near or not so near future, except to maximize the profit at any cost? So maximizing profit at any cost Ja, is not. und die Emden nicht vergessen. our goal. Zaunfall. I think this is one of the areas that we need. Ich to drücke euch die improve Daumen, dass er from. da But we Permanenttarnungen definitely rauszieht. don't see this Eventuell as für Schiffe, as die ihr auch short-term habt game. This is not oder something where we're erfahren going könnt. like, oh, yeah, quickly, Nicht like, unbedingt let's, like, auf extract all the Premium-Schiff money out of the player, XY let's burn it down and make oder a lot halt of, Forschungsschiff oder Zeppelins or trains. Stahl oder sowas. Ne? Das We- ist ja auch dabei. Muss man ja ganz klar game, sagen. right? I think has the potential and has the capability, and hopefully will be around for many more years. You can see our sister or brother game, World of Tanks. I think they're Läuft. 11th, Noch 7 12th Stück. anniversary. Das ist And I think wichtig. if you keep content fresh, if you change some things Ja, up, und hier add new ships, and if you kind of keep Lyon the kriegt game, man auch ordentlich hin. fun, then people are going to keep playing it. That's the idea. Then I see here a comment from Baron Fisher who says, "So was a whole team of people who got Little White Mouse's name wrong." This is something. So Okay, no, I'm angry about this one, right? I have to say, right, like with all due respect, Little White Mouse, right, she picked that out of context and made it look as though we didn't think about, like, like. Er muss dazu just- sagen, just Little got White her Mouse name hat zwei wrong. verschiedene And this is Namen. Kommt drauf completely an, wo du sie halt. Incorrect, because that is a Discord tag. The Richtig. Discord tag April that mal she noch so has Discord and tag. had the entire time she was interacting with the people
who wrote said statement and on our contributor Discord. Little White Mouse So ist if halt you are not ihr consistent, Deck, den sie im Spiel hat. Und we used in our communication. you have to be consistent in your naming across all platforms if you want people to be consistent in addressing you on all platforms. There's no, like, for these kind of things, there's no bad intention. There's not like, oh, we didn't die Bismarck-Tarnung know how bekommen. to spell her name. GZ. We know how to spell her name. We've interacted with her very, very Immerhin often. einen, den ich kenne, This der, is just the name we use. der da eine You know, Permanent-Tarnung Shona, for rausgezogen example, hat aus so einem immediately offered to, like, Container. change it to your official forum name. Ja, und If Bismarck this- ist ja, There's no, like, I completely ist ja understand auch that ein ganz normales fuck Schiff. some things Naja. up. Kann man die Sometimes tatsächlich auch communication is einsetzen. definitely not our strength. But Und gerade jetzt mit dem sekundären please, Rework you know, try to hat die Bismarck keep durchaus eine context Aufwertung and bekommen. not- Here you go, stats block. This one's Oh. just for you. Yes. And Captain Minya was asking, are there any coming statements that will address the complaints regarding CCs, volunteer programs, monetization, and loot boxes? Look, I cannot give you a roadmap of statements. What I can tell you is that we, of course, take this very seriously, and I mean it. Like, we have a lot of discussions. Okay, sie versprechen jetzt auch gerade, dass sie halt das im Endeffekt intern besprechen. Und es induziert ja im Prinzip tatsächlich schon, dass sie das auch mal irgendwann kommunizieren. Müssen wir ein bisschen abwarten. I cannot tell you. Ja, I Bismarck would ist love to beliebt mit sit here Permatarnung, and then ne? I would actually come on the stream and just say, like, guys, this is the list of things we're going to do, because why would I hold them? Falls du so eine komische Halloween-Tarnung hast, die halt auf irgendeinem But Schiff zugewiesen That's, konnte you know, like, und nicht spezifisch auf die Bismarck, as soon as I have anything könntest du here, eventuell I- den that is true Support for the anschreiben und die entire darum company. bitten, Once we die made a Zuweisung decision rückgängig zu and machen. we're Ich weiß halt ready nicht, to ob share sowas it, we will klappt, share aber it with you, of course, as Fragen we kostet always halt do. nichts. So, you know, I hope Gerade at some mit point, dem but at least Hintergrund, right now, dass I du cannot da give you any zig timeline verschiedene or, Tarnungen drauf you know, hast. like, any estimation when that would happen. Yeah. Sang Luna says, I wrote bug reports on the forums about some Dutch ships being physically, historically impossible, yet nothing gets fixed. Is the promised historical accuracy a ruse? So Sang Luna, this is a good example of where feedback is maybe, or the expectation for feedback is maybe incorrect. We generally don't ask for feedback on like the historical background of ships because we do our research before. I know that not all the ships that come into the game are presented in the way that you might Ja, want it, historische because it's the most Background, historically ist accurate klar. or the most realistic. Quatsch, ist immer noch ein Spiel. There are considerations made for gameplay, of course, and there are Das ist also kein historisch considerations made for korrektes things, Spiel. you know, like especially when we're talking about something like the Dutch line, where a majority of the ships were only projected and never built, where we kind of have to make decisions on what we think was realistic, what fits kind Okay, of in with the München. theme of the line and the theme of the Okay, ist schon mal the overall concept brennt. of gameplay. But that Gehen wir doesn't ihm halt mean mal. we are promising to make all ships as historically correct as possible. Where the ships existed and were built, we Nicht try weit genug and we do our vorgehalten. best. And I think, while Schade. yes, I'm sure there are many things that as a historical enthusiast or like an expert on naval history you can nitpick out in game, please, like, can you tell me with a serious face that we don't have like amazing models and amazing details and great historical representations of actual warships in the game? Because I don't think you can, because I think we have the largest collection of like digital ship models anywhere. Because we spend Hoffen a wir mal, long, die Sims jetzt time abklatschen making zu them. können. But the longer we go on with our game, the more we can Jetzt exhaust ungefähr? the fully historical ships that we build. We Jawohl. have to go more into the blueprint phase, or we in Man some muss halt cases, gezielt you know, hier where we have like a great concept for a pushen. line from tier 1 to tier Habt ihr 9. aus der Sammlung? Es sind And then 2, glaube ich, und ein Single we don't Sam. have a tier Okay. 10 ship, right? So Ja, wie gesagt, es war halt nur release the line die now to Option, tier 10, falls it halt would be a diese proper line. Halloween-Sachen So sind, weil in that die waren ja case, für we Tier go 8 oder and we 9 oder so. theorize, Da like, gab es ja what einige, could they have done? dass man da Which is eventuell why was we über den employ Support drehen some actual können. historians, Ich dachte, ich weiß halt nicht, ob we sowas employ überhaupt some möglich ist. actual, naval engineers, aber and yes, there are Fragen also people kostet that halt are im Regelfall infallible, but I nichts. think overall we do a pretty good job. And that's my Oh, from what 3 I've, Zeta ist heard ungesunken. in conversations with you guys over the many years. Jawohl, Because ja. let me just make this absolutely clear, I'm not an expert. Ach, das wäre And then nett. to answer some other questions while you please ready up in game. Darknet PL says, Schanos, can you das heißt, ich tell krieg gleich when the Torpedos torpedo bug gedrückt. gets fixed? I hope it's gonna be with 10.8, so with the next. That's Okay. at least the best answer I can Das give könnten you die right Schaden-aus-Torpedos sein. now. Das There heißt, was es a gibt keine question Schaden-aus-Torpedos here mehr gedrückt. Sorry, where was it? So theoretically, nothing is stopping your company from selling premium ammo in World of Warships like you do in World of Tanks. Technically, no. Realistically speaking, if you compare World of Warships and World of Tanks, the games have gone two very separate ways in a lot of different aspects of the Oh, games. 10.000 Right? They're nochmal. not the same game. They're also not Schick. developed by the same developers. Yes, we are wargaming, but they're developed by two completely different teams, and we're trying to make the games fit our audience.
Now, if you take a look at, for example, premium ammunition, I think it was actually changed in World of Tanks. At least there was a plan. I haven't really followed in the last, I don't know, 1.5 years, too much, what happened with World of Tanks, to be frank. But if you take a look at World of Warships and what we changed, and I know that there are many things that a lot of you here in chat would love to see solved Ja, okay. differently. Der wird. But if you take a look at World of Warships and how the economy is built, the economy is very nice in World of Warships. We actually removed the repair cost for ships. Back in the day, we used to have to pay for, damage received. So you would actually have to pay attention to how aggressive you are because you're going to pay extra credits. And talking about something like consumables, we actually we used to have free and premium consumables. We would have to pay 22.5k credits for each of the consumables if you want to Ja. get the premium version. Bin ich jetzt schneller, We actually changed die it zu to a verfolgen und zu completely free rammen, model. So there's als no die difference Zerstörer da, whether um you- sie wegzutorben? Whether you're going to pick like a premium or a free consumable, everything got upgraded to the premium level and became free. So I think that should show you that not everything is shit here. We do a lot of good changes. Not everything is Ja, always. hat angehalten. super perfect, but I das think war it's knapp. not only that. Good evening, Virtual Senpai. Welcome to the stream, by the way. Oh Virtual Senpai nein, ich says, glaub, die The Torpedos. bottom line is that we want transparency, we want to be listened to, and we want to be treated like we're customers, not just numbers. That's the plight of the CCs and the community at large. We are overdue for change. I hope Schaff's this last noch, week has been schaff's eye-opening noch, for St. schaff's Petersburg noch. Wargaming as a whole. If not, then I fear for the future. It's definitely been eye-opening, and I really hope that we will be able to deliver some meaningful changes based on this, so that some good can come out of sechs it. Stück? But on a Damit bin ich personal fast durch. side, you kind of need to choose one of the other. You can either be treated as a customer Noch or you einer. can be a community contributor, because the two are very different relationships with us, and I think that's also kind of the expectation you have to realize there. If you want us to talk to you as a customer, we can absolutely do that. But the community contributor program is not a program of like us talking to customers. It's us talking to content creators and partners on a like more eye-to-eye level. And, Okay, and könnte obviously, ich den because letzten of that, Punkt also kann ich a jetzt different kriegen. tone with a kind of Dann different habe ich die background, Schlachtschiffe schon mal hinter mir. That's just my comment, You know this right? from you know us personally. We've met each other, like summits and so on. So you should know us pretty well. Yes, and the most important question of today, Daza 4x4, toaster flag when? Is it next update? Ah, come on, it's not that secret. Yes. No, I'm thinking. I was Yes, just no, thinking. I yes, think yes. it's next one. Yes, next one. Yes. 010-8, toaster flag. Yeah, we'll make it happen. So please ready up in the ship so we can at least also shoot some things while we talk about. What do you all of mean? these Like things. this just chatting? I'm serious. I changed the category. Oh no, please don't. Because it Of fucks course with I fucks, didn't. fucks with drops, man. I'm not that stupid, even though I might sometimes feel that way. Mittlerweile If gucken da there's any 8.500 Leute zu. happening with the gameplay sound or things, please let us know. So we reinstalled these PCs, and there is a Yeah, possibility. Toaster For loot instance, I boxes. don't have any audio from Chrysanthus gameplay, Let me double check that. but Chrysanthus can fix that in the background. Ready up. What are we playing? What are we playing? We're playing tier 8, as you can see. We have been readied up, Camo and me, for like the last 20 minutes. Okay, ist schwierig da jetzt. Any nerfs for Petropavlovsk in sight, is Sasky asking. Das Petro zusammenzuschließen, already got quite a lot zusammenzufassen. of nerfs. I know that she's still in a sometimes tricky position when it comes to competitive. I haven't read anything in recent devblog posts and in upcoming ones that there's going to be something about Petro, but maybe after that. Oh, by the way, there's a Zao challenge. Chrysanthus will show you how to play Zao. Sure. After this. Can I show test strips though? Can I show test strips now? Chat. Sometimes he's so disconnected from us. Are you good? Look, you had a go at me for not readying up. Now I've readied up. Can you push the battle button? Yes, Thank yes, you. absolutely. So, homing shells on große Kurfürst wann? Nice try. Look, that would be like missiles. I hope will never make it to the game. Good evening. Is Jingles actually here? Jingles, are you here? Yes, he's here. And thank you, Jingles and Raptor. So, do you still have a CC program these days? Yes, we do. And I don't want to TC4 ist sound auch da. disrespectful or anything, but we have a Also sind CC einige program with CCs over und Ex-CCs, 200 die tatsächlich jetzt auch And da als yes, we zugucken. lost, I think by now almost 30. And I Mal will schauen, miss gibt every morgen single wieder ein one of them. Statement von Jing. But our CC program is still very big, has a lot of CCs in there that are also active and that are working with us.
They of course also share their opinion about what has happened in the, in the recent past. But I want to make one thing clear: if you're unhappy with us, please direct this at us. Please don't direct this at CCs that are still part of the CC, because they have their own, motivation to be in the CC program. They also just simply disagree with certain aspects. Kann nicht schnell genug we are drehen. doing, what other people are doing. It's their choice, and I would ask you to treat them with, the respect they've earned over the last few years. And I'm sure that every single CC who left the program also made that statement that they ask you Alter, to wie please die halt not, immer fahren, ey, wie try die to ersten Menschen. disrupt their chat, insult them, and so on. That's not cool. Lichtprotese is asking, what about Eurogate? Lichtprotese, there is no Eurogate. Euro Was broke zur Hölle our ist Eurogate? contributor rules quite severely, and for that he was removed from the contributor program. Ach, Euro, okay. Yes. I don't think it's a gate. It's just unfortunate, because I always thought Euros Wir reden über content was Euro, quite okay. hilarious. Habe ich gerade erklärt, warum das And kontroversiell ist. had a good time with Oder him warum as er well until he controversial lost ist. his passport, but that kind of behavior is just not acceptable in any way. Look, I hope he's able to change this, and I don't want to pass any judgment here. I did like working with Euro, and we had a lot of fun with him on the CC summit. But if you're part of our CC program, you have to stick to the rules. That's Okay, true for Dallas. everybody, be it a Flamu, be it a Euro, be it anybody else. It's we Immer have to noch ein have rules, bisschen and they need to be. warten, bis ich einen guten Winkel habe. Das ist ein guter Winkel. And Cashflow says, drück ich personally, I will ihm not und spend weg. any money for gambling crates. A majority of friends now rely upon gambling crates to complete them. I feel disconnected from the game, will no longer spend for the blues. That is absolutely your choice. And this is a free-to-play game, and you have full control over how you interact with it and how you, if you want to spend money and what you want to spend the money for. I would still like to give you a little caveat, because yes, we do have, for example, a lot of, random bundles in the game. That you can interact with, be it, for example, for early access. But early access is really just that. If you want to have these ships in game, you can also just wait 1 or 2 updates, and you can research them the old-fashioned way of just playing the game and unlocking them with XP and credits. Das sugarcoaten sie And die, yes, die Loot-Bundles sometimes für you die also have, niederländischen Kreuzer. Special crates and so on. And it's your Seriously. decision how much you want to interact. Ich meine, gut, was sollen sie als anderes sagen, ne? Aber That's always your right, and so, wieder einen geholt. Das heißt, ich habe 2 Kills jetzt gemacht. Yeah. Das heißt, der Schlachtschiffauftrag sollte fertig sein. Ja, man sieht halt gerade, wie dieses Lootbox-Thema sehr eloquent umgangen wird. No, I think I can't remember who the comment was, but the comment was something along the lines of the CCs that could afford to leave left, and the only ones that are stayed are the ones that kind of need to stay for their chance to survive. And so, this is incorrect. And please don't go assuming individual contributors' opinions on their actions. Right? If you're interested, go and ask them and chat to them in a nice way. And I'm sure they'll be happy to answer you. I mean, they are content creators. And many of them also already made statements or prepared them, because of course a lot of people are asking about this. But this is something where I just have to say, you please respect the opinions of people. Just because you feel a certain way, and maybe very strongly, doesn't mean that everybody else has to agree. Yeah, and just because somebody didn't leave the contributor program doesn't mean they're not having a dialogue with us in the background, criticizing the things that are, that everybody else is criticizing as well. But using their position in the contributor program Erobern, to be able to schützen have oder that discourse zerstören. with us and to be able Mit to talk to zerstören. us and hopefully work on improving things going forward. Yes. Na dann. Come on, this could be juicy. 1 citadel, I'll take it. Oh, nice. Better than no citadels. That's always the case. How's your secondary build going? Is it starting to? Secondaries are rock the Daka boat? Daka, yes. Okay. So, nehmen wir hier die Minsk. Easy, brauchen wir auch genug. Mal die Flaggen. Nein, gut. Baltimore, is that really? Do you really think Dann sailing gucken wir this mal, ob towards wir that jetzt is hier unfortunately was was einnehmen very können. Punishing yet for that. Ah.
Well, if RNGesus and my aim continues to be that bad, it might not be a bad idea. But So hast du jetzt hier Hunger, GZ? Guys, we'll get back to questions in a minute. Let me concentrate on not sinking. Yes. Ich brauche tatsächlich noch ein bisschen. Electric also says maybe they wouldn't have left if bin they were treated with bei respect. Look, 93%. I understand that not everything was perfect, but I don't necessarily agree with that. We mistreated our CCs. I've always treated every CC with the utmost respect, even if we disagreed, because I think it's absolutely natural and normal to have different stances on different things, and that it's crucial in life to be able to talk to each other without jumping at each other's throat if you just disagree. I think the same thing is true for Mr. Conway, and I know that there's no bad intention from anybody working for our company towards any CC we ever had. So Ooh. I do feel that yes, But there apart was- from there was- Painsaw. well, we're just withholding his Belfast. That's the way we mistreat him. No, but I do agree that there was miscommunication. We can definitely improve, Miscommunication. on that, but nobody here meant disrespect. Ist I halt know eine sehr everybody who's working on the CC program einfache who's Erklärung. interacting with the guys, and they are good people. They're good people with no bad intentions, and I'm very sad that. Was all wollte ich this sagen? Ich muss escalated. erobern oder zerstören, ne? Really. Yeah, and somebody, by the way, I was just asking. Look, I can't read your comments right now. I need to concentrate. But somebody was also asking about the Missouri income issue. This is something that we can talk about in a minute. Happy to address Missouri Income why Issue. things are the way they are. Ach, es ist wieder einer hier reingefahren. Ist doch zum... Even people trying to set me on fire in game. That's not what my turbines likes. How much are you two involved in the CC program? To give you some idea of like how a CC program is structured, at least right now, is that we do have our GPI team that Global Player runs the Interaction. Global Player Interaction team. They're Okay, wir haben responsible gecapped. for basically running the Discord that we have together with our CCs. They're answering actually most of the questions because they're sitting right next to development, and they can give a lot of the in-depth answers that sometimes, for example, Conway wouldn't be able to give them. The involvement that, for example, Conway and me have with our CCs is we're more helping with regional aspects. Like if a CC has a problem, needs some help with his account, if he wants to run a giveaway, if he wants to run a special activity, they usually come to us. We'll do our very best to help. We also come to streams, for example, to answer questions. Okay, so, wir werden das invite jetzt hier them to offline events. cappen. If there's, for example, a Eventuell. global summit that would be realized by Ja, wenn ich jetzt nicht team wieder from erwischt werde. Petersburg. And then what else do we have? Jawohl. Nothing that I can think of right now, but it's like a mix of responsibilities, and I think that, for example, Shonai and Wessery, they're doing a fantastic job of trying to provide like a really high level of like quality of service in terms of answering all Jawohl. these questions, concerns where possible. Ja, What los, they're not able maximal to hier do is, rausholen. make changes in the game. Okay. They provide our CCs with the answers and the take of us as a company, as a team, how Da we see ist these mein- different issues. So Okay. please don't take it out on individuals. That's my stance in general when it comes to employees. Apart from And- Painsaw. Is he an employee by now? Okay. Well, Painter, welcome to the team. So yeah. It's Okay, and Kalkula it's a muss getoppt complicated werden. system, and I completely understand frustration that can build up over time. Au. But the one thing I can say is that nobody here means like disrespect or has a bad intention. So sometimes there's unfortunately miscommunication, and I know that becomes a meme. But if you don't mean it in a negative way, but the other party understands that in that way, then there's of course an issue in how it was Ich phrased. glaube nicht, dass ich die Kalkula or noch it might have irgendwas been machen taken the muss. wrong way, and there's no better way to describe it, and we will do our very best to fix it. But it's not going to be something that will be done in like. Aber das heißt auch, ich krieg hier den Cap. Any chance we'll ever be able to use com tokens to convert ship XP? That's very unlikely. You just have to realize that we introduced like a lot of different resources into the game, and a lot of the stuff that you can do is for free. For example, you can buy special ships with coal, you can buy it with steel, you can earn free XP, you can also convert, right? But if we touch monetization, we talk about this. Like I know that is like a big topic in general, right? But our game economy is very important.
because if we touch these things too much, and I think, for example, community tokens are fantastic because you Ja, get to Schaden pick, spielt hier for erstmal null Rolle. you mich. get to pick even like premium ship containers for free for interacting with our community programs. And if we overdo it, we will have to adjust, for example, prices. We would have to adjust in-game economy, make things more expensive, and so on. And this is why we're usually careful about these aspects. Ja, und das ist, warum sie die Missouri mit dem Koeffizienten raushaben wollten. Googly eye, bindable perma camo into the game. That would be. I can see where this is coming from. You should definitely. I have nothing Now that against you're your- working for us, welcome to the team. I have nothing against a googly eye camo. In fact, I would appreciate the googly eye camo, but kind of need to. It needs a bit, you know, like we need. Can't just go and say like, hey, make it a googly eye camo. It needs to be a bit more thought about why and what we're going to do. What with kind this of thing. eyes? Like how googly are they? How And where would googly they are be? I don't even know if we have googly Ich krieg eye nicht mal den technology Kill ready to the dafür. point to properly do Did we them talk to justice. Google? Huh? Ah, googly eye. Okay. Aber immerhin. What you did there. You're getting on my level of joke Yes, slowly. yes. Da. And Jethro Gray is asking, Erobert, are there any plans to Eroberung change unterstützt the oder CC zerstört? program, as in requirements, benefits, and so Eroberung on? unterstützt 3, zerstört Nothing 4 immediate. Pünktchen. Like, I hope you Hier. can understand that change like this, and that's my personal opinion, should never be rushed. There needs to be a clear discussion about what we want to achieve, what we're going to Ach, do. jetzt to reden sie jetzt actually schon über address the die pain points. Missouri? And it's a very complex topic because it's not like one topic escalated. There are various different levels and things that CCs, for example, would like to see changed, and different CCs has to have different opinions. There are, of course, overlapping points. But for now, there's nothing concrete. We have to have a lot of discussions internally, and then hopefully at some point we will be able to do improvements. I think we always strive to improve. I hope that that can be understood. I would love to cap here, but I don't think I will get into the cap. So let's just shoot that ship. Ja, ist halt. Are you sunk? Okay. Ach, wenn die I- Leute I halt am immer in- aufhören würden, answer all of the die questions, zwei or at least persönlich ask me. dafür verantwortlich zu machen. No, I'm can just focus looking. more I'm on just shooting things. I'm just taking the questions in. Okay. No audio from Chrysanthus game. We know this, but I also cannot fix it while Chrysanthus is gaming. You can't? Well, I need your mouse. What is my problem? You My don't have sound. Ah, okay. Still. I'll fix it for him in a minute. Tech support. Why are the devs against the little white mouse camera for Yukon? I'm not sure. Oh god, okay, I'm dead. To be honest, I don't have the full context of that decision, but I think it was actually mostly about the timing, if I recall correctly. Yeah, that's me gone. Nicely done here. Das mit der Tarnung ist halt auch. But Official The Mighty Jingle statement. He berechtigte says, I Frage. can happily confirm that my dealings with Conway and Chris have never been anything other than totally helpful and professional, even if Conway is about as German as Leonardo DiCaprio. Yes, I didn't even rage at Jingles when instead of coming to the event that we invited him in, he decided to have an extra beer at the gate with Rita and missed the plane. I try. yes, but the comment about like adding things to our roadmap, I hope you can, and it's up to you whether you believe me or not. But if you take us as a company, we do have plans of what kind of content is going to come into the game, and adding new content in there can be very difficult if the roadmap is already very with content that is agreed on, not only internally, maybe also externally with partners and so on. So adding new things in there is difficult. Now, I don't have the full context of the little white mouse camouflage with Yukon, so Ja. I can't give you a really good answer. But I Das can tell Little you White that in Mouse general, Camouflage, das ist halt das, was it is very difficult to insert something very short term. tatsächlich eine This is why Frage usually war. if you talk about adding something, it will usually take a significant amount of time. Even, for example, something like a camouflage or a skin, these aspects. This is not something that is done within a week. It needs to go through the full development cycle. It needs to be tested, needs to be QA'd, it needs to be then released, and that takes a while. And that's at least like to provide at least some kind of context.
For the rest, I would have to check internally what was the full reasoning for that. Veni Vidi Vikini says, Mr. Conway, second time asking this. Respect and ich feedback krieg is not nicht. shown by Wargaming the way you process surveys after closing a question 1. Sorry, what? I don't understand the question. Can you repeat provide some context for this for me, please? So in the next Transformers collaboration, will there be a chance to get the stuff from the first event? I missed Megatron. It would be nice if I could get it this time. I can't comment, but based on I can't promise you about our future release because I don't know off the top of my head. I can tell you that based on what we have done in the past with other collaborations, the chances are high that you will be able to obtain that content again. Na gut, sie haben ja schon gesagt, dass die Transformer das wiederkommen, dass nur eine zweite Runde How Transformers can you kommt. not be fully informed about what? Sie haben halt nur Please, nicht guys, if you ask gesagt, questions like No, he's probably asking me about the little white mouse topic. welche. Look, I'm sorry. I just have to just to give you context. There's a shit ton of things to know about our game on various different levels, and I'd rather be honest with you and tell you that I don't have the full context right now because the little white mouse case is a very complex case that wasn't handled, for example, by our team. It was North American office working with little white mouse and St. Petersburg getting involved. And if I don't have the feeling that I can provide any useful information because I simply don't have it or I don't have the full context, I will rather tell you this than make up shit. That's my understanding of being professional, that I rather tell you, sorry, I would love to give you the information. I don't have it with me. Maybe I can follow up on that comment in the future, or you can also, for example, ask our North American staff. So, ein Kill. Ein Kill ist ein that were Kill. involved in this topic, or we can just get messaging for next time when we get the full So, context. jetzt habe ich eine of the Minute situation. Zeit, da But it's very ranzufahren hard to be on und top die of King Shorts zu toppen. everything that is happening in the specific regions, in our region, and also to make a public statement about it, because all of what I'm saying here can be always taken out of context, right? It can be clipped, it can be misused, and I don't want to be that guy. So I rather say, sorry guys, don't know, and I hope you appreciate that honesty. yes. Virtual Senpai, I think suggestions for changes to contributor program probably best done on the Discord rather than in chat. But I'm just going to say, because I know one of the points you mentioned are, and it's something else asked, will you let contributors stream work in progress ships again? I highly doubt it. The Ich glaube nicht, dass ich ihn nochmal torpedieren kann. Change that is because it didn't provide, it created stress. Created false expectations, it created confusion because you got to see so many different versions of ships, and it was a mess. Unfortunately, I think it's So, dann bleibt not nur noch going to come übrig, back die for nicht Zerstörer, die U-Boote zu The jagen. Chica just asking him because we didn't catch his question. When we're going to fix the problems with stats numbers? So stats numbers is an external website. So I guess there's a problem with the API. Ich weiß nicht mal, wo das And zweite we ist. have Und to das erste ist halt hier, das letzte Mal gesehen. What's the problem with the API? If there's Aber any das problem with the zweite? website, or whether the problem is website based. So I would get in I don't touch know. with the owner of the site. Okay, would it be considerable that there are more operations of the week? And maybe in the future, at least for the very near future, I know that there's not going to be any more operations. Ja, Operations ist auch so ein Wunderpunkt. Es Sie haben mal einige Operationen rausgenommen, einige Unternehmen im Deutschen, ne? Give them to me somehow. What you have to do Mit to der get Begründung, this, ja, die müssen für Flugzeugträger go angepasst to werden. your Twitch drops inventory if you are on your Wir haben web- bereits Unternehmen drin, das für web Flugzeugträger interface, drin like ist. Browser. You go to the upper right corner, you click on your profile, then you just scroll down, there should be somewhere inventory. You click on it, and then you have to claim it there. Okay, If das it's not ist die updated, press Ctrl F5. It should, Cache refresh the Lot. page and you can Cache claim it. Lot, Then it will ne? appear in-game as Welch soon as schönes you log into the Wortspiel. game. That means if you're currently logged into the game, you will have to relog. Sorry. So, because we said we would talk briefly about Missouri, the issue is, and I think Okay, this is where Missouri. we made a big mistake. Well, we probably should have just cloned Missouri and made a new Missouri, left an old Missouri as it is. The problem is that the way that our system works is that at the moment, a mission multiplier can never interact with additional multipliers given by flags and signals, etc. Ja, das wissen wir ja.
the system doesn't do it. So we'd have to completely rewrite the system, and we would also then have to add an exception for this one ship where it's different. So there may be something that we can work out in the future to kind of solve this issue. Either way, Missouri would keep. Ja, aber das wusste man vorher bereits schon. Her bonus. So the issue is that we can't add it as a multiplier that stacks with signals and flags, right? So we did our best based on the data that we had to pick a modifier that is high enough that it fixes the loss of credit income even for people who use full signals and Okay, ich bin camouflages entdeckt. Das on heißt, an das U-Boot average muss hier irgendwo battlefield, sein. right? So because of the way that math works, you can never find a value that will work for every single battle result. Just as it's mathematically impossible, because the higher the battle result, the higher the modifier would then have to be, because it doesn't stack with the other ones. So our challenge is to find the right modifier that gives Kleiner, a bonus mieses that on U-Boot, ey. average for your average battle, right, taking into account your good ones, your bad ones, will give you the same amount of credits No, nicht or im Fest. more as it did before. This will have the added benefit because of the way that multipliers and math works, that if you don't use all signals and camouflages, you will be consistently earning more in Missouri than you did before if you weren't using those modifiers, because we have to take those into account. We're like we chose an initial modifier that was 17%. We've already upped that to 20%, and we're very much waiting for you guys to just play Missouri after the change, so we can get more of the live data and so we can see if it works. The problem is that the way that just credits are calculated in World of Warships is very difficult. There's a lot of values happening included in the background, so it's not an easy fix for us to come up with a number that just works. We kind of have to choose the number that we think will work, then we have to look at the data, and if it doesn't work, we will increase the modifier. You can see we did this just on, well, I think Monday morning. It's a server-side thing that we can change because it's a mission, so it's quite easy for us to do. So we're, go play Missouri, and then we're going to go and tweak that value. Mein ISP anschreibt und sagt, hey, heute einmaliges Angebot. Wir möchten deine Leitung noch vergrößern. Dieselben Kosten. Ja, du musst nicht mehr zahlen. Yes. Okay. Can we Ich kann die jetzige Leitung schon nicht really new auslasten. gameplay modes instead of more and more ships and still the same old modes? Well, we did. It depends on what you consider to be a new mode. We actually have. We actually testing right now. I mean, you can try it on PT, right? You can try the convoy mode, for example, which is a new game mode. We did have, for example, Grand Battles mode. We do very oftentimes we also run special event modes, right? They are completely different. We haven't done that much in that regard. Ooh, that was close. Not because we don't want to, but right now we used a lot of resources to actually work, for example, on submarines, and I hope we're going to have more cool modes in the future. So I think you should definitely go try the convoy mode on PT and give us your feedback. And Der Konvoi ist auf dem Testserver jetzt probably in the next one. Should we implement Bogsy möglich. into the stream? Implement into the system. Look, sure. Guys, I didn't have any time to set this up. This is going to be live fixing. So we're gonna have to kind of fix Deswegen- it live. But the good thing is, Der Samstag I wird have a ultra lot interessant of- werden. What? Ja, wenn wir auf den Testserver bringen. Yes. Erstmal this ein is paar a working one. Well, Sternchen fahren fürs Geblänke und dann tatsächlich Testserver machen für die Community Magen. I can hear him. Let me just- Hello. Ah, okay. And Stream, Very familiar. Stream can hear you too. That's a good sign. Would you like to talk about Ghosts of the Past? I would love to. What I'd love to do now is, do you guys like want to me see your just face. on? You'd like to see my face, so I have turn screen share on. Do this. Is this gonna work, or is this gonna buffer constantly? I don't know. It seems to be working now. The question is, have you ever been on our stream before? I've not been on the EU Oh, damn it. stream. I've been on the main channel when it was the NA team, but I haven't done it. No. That's not the issue being. I'll make these go away. Look, it's going to be a bit janky. The issue being, I don't have a preset for your beautiful name. You can call me whatever you'd like. I really don't have any feelings. You guys know that. We'll just call you Hans. You're going to just be speaker 3 for a second, but let's 1 second. Sorry guys, but we Bugsy reached out and we thought we'd bring him on because he's nice. Yeah, And, great. and Great. he has the best hair. Yeah, Chrysanthos, oh, I'd like you to know that I'm now going for the title of best beard as well. So I'm coming for your title, buddy. I mean, he definitely won against Conway, and I'll have to enter the battle arena for this. So wait. I'm going to fix your name. Give me a second.
Okay. Xanthos, talk to him Speak while I City. have that. Yeah. Yeah, it's just placeholders. Give me 1 second. Ja, mal Torps rausschicken, Do wer I need to weiß. get rid of those little boxes on the bottom right of my screen? I don't know. I think they're on my screen rather than on your screen. And- just Okay. leave them for now. It doesn't, Oh, like, nice, we're not hat going to gesessen. we're not going to be too finicky about it today. And Daz, because he had a comment here about how basically the math for Missouri works. But what I can tell you in full confidence, that Ah, you're natürlich too stupid druckt ein anderer to ihn. calculate the math. For something- Especially Conway. especially Conway. Like, you don't want to trust Conway with math. It's like a 95% chance of a miss in terms of making the calculation. But we have a team of developers that is working on this, and they're good at it. And I hope they're going to have this, fixed. Ja, dann ASAP, schnappen wir uns da because die I Chores. completely understand and agree that it's not a good situation for you as a Missouri owner, and I completely understand your frustration. So I hope this will be a thing of the past in the very, very near future, if not already right now. So, what else do we have? So. There we go. Oh. Bogsy is Bogsy. Bogsy is Bogsy. Perfect. So for those Did of you you who guys don't know that Bogsy is a trained actor? Yes, I did a not paid know actor. that at all. in fact. It doesn't mean I'm a good one. Let's all be clear about that. Yeah, welcome, Bogsy. For those who don't know you, I don't know who that would be. No, I mean, we did have you already on for EU broadcasts, but for tournament broadcasts. But Yeah. maybe do a little bit of an introduction about yourself. Who are you? Hi, guys. My name's Bogsy. I'm an American. I live in Los Angeles. Yes, I have been an actor for a number of years, but I'm also a CC in the North America program. I run, produce, and co-host a podcast, which both of these fine gentlemen have been on, called Get to Know World of Warships. We're up to 87 episodes now. The most recent, I think, might be the best one we've done, which actually, it's the best one that we've done twice. Because we had Chrysanthos come on to talk about what we like to call the Ghost of Warships Past, where we went through a laundry list of all the features of the game that maybe were in the alpha, the beta, the first 2 years, and are gone. And you look back on it and you just go, "Oh my god!" And then we did it. We did an hour and 40 minutes worth of it with Chris, and I corrupted the file. This face right here corrupted the file and wasted everyone's time. He came back to talk with myself and my co-host Borla, and we recorded, I would say, a podcast of equal, if not better, quality. So thank you, of course, Chris. Mr. Conway was on in the past to talk about when Wargaming acquired King of the Seas. And some of you might recall me from some of those. Sorry. Repeat after me. King of Yes. the Sea. Kings of the Seas? Kings of the Chicken Sea. King of Sorry. the Sea. It's my pet peeve. It's just the sea and just one king. So chat. The one thing you learn from this stream is that if you want to trigger Conway, just add some random asset to kings, seas. Just get creative. Obvs. Conway loves that. Obviously. My excuse is that I'm an American. That's my I do excuse have for everything. I do have instant feedback here from chat though. Penguin in bondage. Extremely interesting name here. I would love to hear more about the background of them. He says, "You have a single hair over your forehead that's really bugging him. There's like That's one true. one Just one the rogue one. hair. There Oh we go. yeah. Now Look at it's that. perfect. Now it's perfect. So now we But can start. I thought the much more relevant question was from Barford1970, who asked in all caps, "What movies?" What movies? Okay, ich glaube, der You haven't interessante seen Teil them, ist and jetzt. you won't see them. Also für uns interessante relevante Teil ist jetzt erstmal vorbei. Weil jetzt ist halt No, I, mit Gast und da werden wir Needless to definitiv say, jetzt nicht irgendwelche I never made it to Ja. the point in the acting world where wichtigen Fragen say, adressieren. those of sondern you das in ist halt Europe jetzt tatsächlich or Entertainment. Asia or the CIS server would ever recognize. Von So, daher. but what you might recognize me Werde ich from mich kurz is hier King of parken? the Sea, because I Und dann kann ich das ja ausschalten. So, das brauche ich. So, Community-Marken habe ich ja auch. Von daher sind wir wieder unter uns. Jawohl. Kann den Ton auch wieder anstellen. Okidoki.
dann gucken wir mal, ob wir die Master wegkriegen. Ah, sieht gut aus. Korrektur. Maschinenboost aktiviert. Das ist immer so. Und derweil fährt halt eine Feature einfach mitten durch. Okay. Nehmt mal mit. Okay, wir cappen jetzt schnell den D-Cap. Unser Team hat die Führung übernommen. Oh, da ist sogar eine Borodino mit Tarnung. Guck, die hat eine Permanenttarnung drin. Oh, schmeißen einmal, weil wir es können. Kill werde ich nicht kriegen, aber ich werde mir den Seattle-Kill da holen. Und der wird über Torpedos stattfinden. Und da rollen sie. Auch wenn er einlenkt. Reicht das nicht. Kreuzer versenkt. Unser Sieg ist in Sicht. Hab ich mal einen Kill gemacht. So, jetzt ist die große Frage, was hält man jetzt davon, was halt Wargaming jetzt erzählt hat in diesem Stream? Schwierig zu beurteilen. Aktiviert. Ja, sie haben halt einige Sachen halt durchaus gebracht, dass es halt für eine Firma halt durchaus länger dauert, so eine Antwort zu formulieren. Na gut, kann man verstehen, kann man anderer Meinung sein. Fakt ist, ich habe bei so einer Firma gearbeitet, also nicht bei Wargaming, sondern halt bei einer großen IT-Firma und dann entsprechend dauert das halt einfach, bis so eine Response halt irgendwann mal kommt, bis Entscheidungen getroffen werden. Ne, die Leute arbeiten nicht 24 Stunden pro Tag, das wird halt zum nächsten Ding geschickt, dann wird das gebündelt zum nächsten Ding geschickt und bla 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 bla. Ja, die Corporate Ladder halt hoch und runter. Dann wird halt dann Legal involviert, dann kommen halt Diskussionen, das zieht sich halt ein paar Tage. Missouri schwierig. Ne, weil sagen, jo, das klingt so ein bisschen, ja, wir konnten ja nicht wissen, dass das nicht so funktioniert am Anfang. Und jetzt sagen sie, ja, der Auftragsbonus kann nicht mit anderen Bonus machen, weil es halt technisch nicht möglich, weil wurde nie programmiert. Ja, das wussten sie von vorher schon. Dann hätten sie das vorher adressieren müssen, bevor sie die Missouri ins Spiel einführen. Anstatt halt die Community halt einfach vor den Kopf zu stoßen. Warum, weiß halt keiner. Und das jetzt, ja, wir arbeiten dran und wir brauchen ja euer Feedback und wir gucken, wie viel ihr jetzt verdient mit diesem Bonus und dann müssen wir jetzt eine Rule kreieren, um diesen Bonus halt besser mal gucken, ob das funktioniert. Alles unwichtig. Hätte man alles vorher machen können. Ja, Zeit drängt nicht, die Missouri ins Spiel einzuführen. Ob das jetzt einen Monat früher oder später passiert wäre. Egal. Aber dann ist halt wieder diese Roadmap, dann wird halt wieder Druck von oben gemacht, dann kommt wieder irgendein Entscheider halt, ne, und sagt, hier, das muss raus. Anstatt halt die Sache halt 5 Minuten mal länger zu durchdenken. Hey, ist vermeidbares Drama gewesen. Wenn sie jetzt dran arbeiten, ist okay, schön und gut, geben wir ihnen dafür Credit, aber es hätte nicht sein müssen. Vor allem wurden sie halt vorher schon gefragt, ne, bevor halt die Missouri rauskam. Ne, das ist ja ein Punkt, an dem die das irgendwann in einem dieser
CC-Videos, die halt da jetzt gegangen sind. Die haben ja alle Statements abgegeben und was über warum. Da wurde halt ganz klar auch gesagt, ja, wir haben tatsächlich vorher schon gefragt, ob dieser Bonus, den du da mit, den du da bekommst durch den Auftrag, der das ja auffangen soll, ob der mit den prozentualen Boni von Signalen halt interagiert. Weil sonst fällt dir ja Teil weg. Wobei bei Feedback werden von CCs das ignoriert wird. Ne? Wenn du halt schon sagst, okay, so schaut's aus, das und das wird passieren, das und das ist passiert, das ist unsere 4. Und dann sag ich, jo, danke. Aber wird halt trotzdem eingeführt. Warum auch immer. Anstatt halt zu sagen, okay, müssen wir das halt nochmal ein Patch verschieben. Wenn man das halt rechtzeitig im Voraus diskutiert, ich meine, ganz klar, wenn halt der Patch schon fertig ist und mal die Hand rausjagt, dann programmiertechnisch ist es halt immer schwierig, mit Sprints und Aufgaben, wie die halt verteilt sind. Klar, kann man verstehen, aber dann muss man das halt einfach viel früher im Vorhinein diskutieren. Und man weiß ja nicht, wann das diskutiert wurde. Ja, es wurden ja keine Daten genannt, weil alles NDA und so. Das ist übrigens auch ein Punkt, zu dem die halt nichts gesagt haben, ne? Dass sie halt sagen, jo, und hier, die können halt immer zu uns kommen, können mit uns reden und so. Das aber das alles, was sie da bereden in ihrem Discord halt unter, ich will nicht sagen unter Strafe steht, aber unter Geheimhaltung steht. Das haben sie jetzt mit keinem Punkt erwähnt. Tja, fragt man sich halt. Jetzt kommen die Gnevni da. Schieß ja nicht ab hier. Torpedos auf Steuerbord. Ist irgendein Problem? Ich stehe halt maximal unglücklich hier. Okay, geht aber. Und probieren wir es halt nochmal. Sehr schön. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Wir haben einen Kill. Come on, noch 9 Sekunden. Dann habe ich gekappt. Nein. Nein. Oh, jetzt ist er reingefahren. Die blöde Furutaka ist da jetzt reingefahren. Hey, Zoschek, GZ. Na, man muss halt auch den Community-Mitarbeitern von Wargaming sagen, eloquent sind sie. Torpedos auf Backbord. Die Knevni regt mich da auf, extremst. Weil er mir halt die Kills wegnimmt. Jetzt reichen halt meine Tops halt nicht mehr, um ihn platt zu machen. Ich hoffe, es treffen alle 4. Bam, bam, bam. Und es reicht halt immer noch nicht. Unser Sieg ist in Sicht.
2 Feuer brennen. Problem gelöst. Gegnerisches Schlachtschiff zerstört. Schweini gehabt die. Ich sag mal so, wenn die Community jahrelang die Schiffe frisst und auf mal das Essen nicht schmeckt, ist es die Community. Ja, genau. So ungefähr stelle ich mir das vor. Oh, ich danke mir. Ich habe die Mission geholt. Sehr schick. So, ich muss natürlich jetzt auch ein bisschen drauf achten. Mal gucken wegen Clan Wars. So, eine Runde geht wieder. Eine Runde geht noch. Aber man hat halt schon gemerkt, wie geschult halt die Community Manager bei Wargaming halt sind. Bestimmte Sachen zu sagen und nicht zu sagen. Ich will nicht sagen vom Thema ablenken, aber die Diskussion halt in eine andere Richtung beeinflussen. Und ich meine, das ist ja auch ihr Job, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Und man muss halt auch sagen, es gab keinen CC, der irgendwie jetzt sich über die Behandlung durch Community-Mitarbeiter beschwert hat. Ja, aber es ist halt, die Sache ist halt aber nur, du bist halt immer der Sündenbock aus Community-Mitarbeiter. Weil du musst halt immer die unangenehmen Sachen machen. Ja, du bist halt das öffentliche Gesicht. Von daher ist egal, was du sagst, du kriegst immer den Shitstorm ab. Egal was ist. Und ich meine, ich glaube denen durch das auch, dass sie halt sagen können, okay, wir sind halt ehrlich, das und das geht nicht und deswegen und so. Dass diese interaktive Kommunikation, ja, das ist ja ein Geben und Nehmen, dass die von denen auch gut durchgeführt wird. Aber das ändert ja nichts daran, dass die Kommunikation durch das Unternehmen schlecht ist. Ja, auf kleinem Level hui, auf großem Level pfui. So kann man das halt relativ gut zusammenfassen. Ich meine, mit einem Punkt haben sie durchaus recht. Das ist ein sehr komplexes Thema, weil es halt viele Facetten hat. Ja, und das halt auf eine bestimmte Sache halt immer runterzubrechen, ist halt immer sehr, sehr schwierig. Da gebe ich Ihnen recht. Aber Problem ist halt, ich will sagen Problem, aber du musst dann halt auch aus diesen Sachen halt die Konsequenzen ziehen und musst halt intern was verändern. Das sagt sich halt immer so leicht, aber das ist halt der Knackpunkt, an dem du halt auch gemessen wirst. Okay, da kommt jede Menge Zerstörer. Ja, die York. Da werde ich mich mal gleich einnebeln. Ja, sobald die anfängt auf mich zu ballern. Hey Jensen. Wunderschönen Abend. Okay, er will nicht auf mich ballern, das ist okay. Das ist alles super. Was? Wer seid ihr denn? Ja, ist halt ein typischer Bot, ne? Also, der ist halt auf sein Target fokussiert. Und er sieht mich halt jetzt hier ranfahren, aber machen tut er nichts.
Torpedos auf Steuerbord! Torpedos auf Steuerbord! Das werde ich nicht überleben. Okay, aber ich habe Kreuzer versenkt. meinen Kill gemacht. Ich hätte eindrehen müssen zu ihm hin, nicht von ihm weg. Aber ich glaube, es ist Zeit für, wenn Jensen hier auftaucht, für Clanwurst. Ja, und da war auch wieder irgendwo ein Container. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh. Ja, ich hab's Discord schon auf. Ich komm so, gerade im Moment reinzuschauen. So, hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Einen schönen guten Abend. Haben das mal neu gestaltet jetzt hier, auch mit diesem Anmeldungskram, Klimbim. Ja, hab schon gesehen. Ich meine, ist vielleicht einfacher dann zu organisieren bei euch. Oder Ja, allgemein, sehr, nicht unbedingt sehr. dieses auf euch bezogen. Bin ich aufgegangen bei meinen 28 Kilometern. Ist nicht Denk dran, Benny, der Dings streamt, ne? Ja, ja, Ist sozusagen schon live zu hören. ja. Und Ja. heute machen wir es besser als gestern. Bin ich voll dafür. Ist hier irgendjemand dagegen? Warum snipen mich diese? Gegen was? Gegen besser als gestern. Es lief doch gestern schon sehr gut. Ja, Also sag es ich, kann aber gerne besser laufen. So, Also, ich hey, mute mich mal im Discord ein Er meint bisschen, wortwahltechnisch. Nein, generell. Nein. Nicht nur das. damit ich halt sondern jetzt die allgemein. Einstellungen halt Alles treffen kann heute kann noch besser für laufen als gestern. den zeitverzögerten Stream. erstmal haben wir Spaß, sammeln ein bisschen Mann. Stahl und alles, was dann kommt. So, kommt halt dann. aktivieren, übernehmen, Ja, ein bisschen okay. Erfolg nebenbei kann man schon mitnehmen, ne? Äh, Ja, ihr habt euren Glücksbringer nicht dabei. Ich sag ja, das ist wie den Kobold aufs Schiff einladen. Wer ist denn der Glücksbringer? Na, ich offensichtlich. Mensch. Was? Mann. Ach so. Nein. Nein, du guckst heute auf jeden Fall zu. Du kannst bei Sunderland vielleicht tut dir Sunderland, kannst du mal den Mehreren deinen Link fürs Hat er Twitch doch schicken? bestimmt im Profil drin, oder? Ja, genau. Ja. Da kannst du direkt gleich mal followen, wenn du noch deinen So, Prime-Sub übrig geht hast. gleich direkt Gleich einen Prime-Sub weiter. rein. sich daneben benehmen hier. Ja, Mann. Er hat gestern schon mitgespielt. Und vielen Dank für den Follow, Minneapolis. Na klar. Muss man doch hier alles unterstützen. Ich habe mich nur kurz wo man kann. im Discord hier gemutet, weil ich Warum natürlich spielst jetzt die du so Umstellung mache nasty? Warum tust du das? für die Zeitverzögerung. So, sind 2 Minuten. So. So, ich werde den Stream jetzt kurz ausschalten. Ja, nicht wundern oder so, nicht weglaufen. Geht gleich wieder an. Es kann sein, dass es 2 Minuten dauert, weil ich, wie gesagt, ich habe 2 Minuten Verzögerung drin. Dass der dann 2 Minuten später für euch erst angeht. Und das habe ich gestern dann gemerkt. Wo sind die Gegners? So, dann würde ich mal Nur noch sagen, 100 bis Meter. gleich.